Dr. Karl Grossi, ein sehr bedeutender Grillparzer und Theaterforscher, Wiener Lokalforscher, über den es sehr viele Bücher gibt und der auch Bücher veröffentlicht hat. Er war im Jahr 1848 geboren. Seine Tochter war die Burgschauspielerin Blanca Grossi, sehr gut in Raimund und Nestroy-Stücken, auch als Liedersängerin des Wiener Liedes, sehr oft aufgetreten in Konzertsälen, Kernen und in Urane. Warum ich das erzähle ist, ich weiß nicht in welchem Jahr das Johann Strauß-Denkmal im Stadtpark enthüllt wurde. Es war an einem Sonntag. Es läutete bei uns, Blanca Grossi, die Tochter vom Hofrat, war da und hat gesagt meinem Vater, wir haben noch 2 Karten zur Eröffnung, zur Einweihung des Johann Strauß-Denkmals. Der Papa geht da auch hin, nicht der Hofrat Grossi, wollen Sie die benutzen? Und mein Vater bedankt und wir sind in die Stadtpark gegangen. Damals hatten wir im Realgymnasium Stubenbastei Deutsch Hausarbeit das neue Johann Strauß-Denkmal im Stadtpark. Also ich war dort, es war eine Feier, die Philharmoniker haben gespielt, die Witwe Strauß ist im Parkett gesetzt, der Bürgermeister war da, ich weiß nicht, wer es war, der Bundespräsident war, ich glaube Heinisch. Ich glaube, die Selma Kurz hat einen fröhlichen Stimmenwalzer gesungen und dann fiel das Denkmal, also der Vorhang, das Denkmal wurde enthüllt und das war sehr interessant für mich. War damals in der 2. oder 3. Klasse in der Schule. Ich hatte einmal schon nachgeschaut, wann das war. Ich habe hier keine Unterlagen in all meinen Büchern über Strauß. Nirgends finde ich, wann die Eröffnung, die Einweihung, die Enthüllung des Denkmals war. Kurz und gut, wir bekamen die Arbeiten zurück. Der Professor Lisowski, unser Deutschprofessor, kam die Treppe rauf. Ja, er hat die Hefte. Das war eine große Aufregung. Und da hat er gesagt, die Hefte hingelegt, der Breuer soll rauskommen. Das war noch nie da. Warum soll ich rauskommen? Also ich soll meine Aufgabe vorlesen. Das haben wir auch noch nie gehabt. Heute wird ja mehr freies Sprechen geübt. Ich war damals sehr aufgeregt, habe das vorgelesen und habe immer noch nicht gewusst, was ich gemacht habe. Und der Klasse gesagt, seht ihr, so schreibt man einen Bericht. Einen Denkmalbericht. Nicht vorn sieht man und da hinten steht und Ding, sondern so lebendig. Also mein Vorteil war natürlich, dass ich eben dabei war und dass er sein Erlebnis aufgefasst hat und der Professor Lisowski sagte, wenn der Vater nächsten zur Sprechstunde kommt, möchte ich gerne sprechen. Und da sagte er, ich sehe Ihren Sohn schon, geborener Journalist. Er hat einen Blick für das alles gehabt und wie er das zu Papier gebracht hat, das war großartig, sehr schön in der Redaktion sitzen. Später hatte ich mit der Neuen Freien Presse, wo ich niemanden kannte, dem Chefredakteur Benedikt, das war der junge Benedikt, Ernst Benedikt, war ganz alt, geschrieben, warum wir nicht die Jugend zu Wort kommen lassen können, literarisch. Und dann kam eine Antwort vom Feuilleton-Redakteur Dr. Paul Wertheimer, der Theaterkritik war und das Feuilleton betreut hatte. Und der mich gebeten hatte, da hinzukommen. Ja, ich hatte auch Felix Seidel geschrieben und ein paar andere Mitarbeiter von Ernst Loth hat nicht geantwortet, Seidel hat das begrüßt. Und der empfing mich da auf seiner Wendeltreppe, musste ich da heraufsteigen. Ach, junger Mann, Sie bringen die Jugend ins Haus. Wissen Sie, wer da vor Ihnen auf dieser Wendeltreppe gegangen? Keine Ahnung. Mein Vorgänger, Theodor Herzl. Sehr gefreut. Und dann wurde also eine Jugendbeilage gegründet, die jeden Donnerstag erschien, bis zum Umbruch, bis 1830. Und in der ich habe ein Verzeichnis aller meiner Beiträge überhaupt nicht geschrieben, die Artikel selbst nicht mehr viele, aber die Titel und Daten. Und als einziger bekam ich dann kleine Honorare, die anderen schrieben, weil ich das Ganze so mehr oder weniger initiiert habe. Und bekam hier und da Aufträge für den Hauptteil. So kleine Reportagen, Gespräch mit und so. Ich erinnere mich zum Beispiel, Ernst-Heinz Häusermann kam ins Burgtheater, plötzlich für eine Rolle, eine Studentenrolle mit, und sein Vater hat gespielt, der Reinhold Häusermann, der war ja aus Sachsen, ein berühmter Burgschauspieler, und ich wurde von der Presse hingeschickt,
den Ernst-Heinz Häusermann zu interviewen. Der war 17 Jahre, ich muss 18 gewesen sein, und auch 17. Ich weiß nicht, wer damals nervöser war. Mein erstes Interview als Journalist, sein erstes Interview, das er geben musste. Ich weiß, ich kam in eine Villa in Siefering, da oben, und der Reinhold Häusermann geschrieben, Ernst, der Herr von der Presse ist jetzt hier. Und der ist da zitternd heruntergekommen und ich habe ihn interviewt. Der Artikel war von der Schulbank ins Burgtheater. Ich habe Ernst Häusermann ein paar Jahre vor seinem Tod das letzte Mal gesehen in Salzburg, wo alte Bekannte, und da habe ich meinem Sohn noch gesagt, ich habe den Direktor Josef noch interviewt, wie er Bub war, wie er das erste Mal ins Burgtheater gekommen ist, und der Ernst Häusermann hat diesen Artikel, folgt aber nicht so lang, aber nur lang, 4, 5 längere Absätze, ja, auswendig wiedergegeben, hat sich erinnert. Meine Arbeit, also Mitarbeit, kleine für die Presse, hat dann resultiert, dass ich auch ins Neue Tagblatt mit Beiträgen kam, ins Neue Journal, und zwar hauptsächlich Wiener Privatsammlungen. Was sind Wiener Privatsammlungen? Wiener Privatsammlungen, dass ich zu Leuten gekommen bin, also der hat die größte Fahrkartensammlung, der hat das Zirkussammlung gehabt, das ist dann das Zirkusmuseum geworden, mit der geheißen D. Das ist dann städtisch übernommen worden. Ein Clownmuseum von Heino Seidler. Damenspenden, wenn Sie wissen, was das ist, ja. Von der Concorde-Bella, eine Frau Dr. Helene Hirsch und ihre Mutter. Jeder Sammler hat von einem anderen Sammler was gewusst, nicht? Und diese Artikel gingen dann auch in deutschsprachige Zeitungen in Brünn und PreBburger, für die ich angefangen habe zu schreiben, circa 34, 33, 34. Jemand hat meinem Vater gesagt, also wenn er journalistisch begabt ist, ich kenne, der war in der Tschechoslowakei, ich glaube in Trenčín-Teplice auf Urlaub, ein sehr einflussreicher ehemaliger Minister, wie gesagt, das ist der Weltmann der Brunner Tagesboten. Und ich schickte was ein, erst habe ich mich geärgert, dass man über meinen Kopf hinweg da mich protegieren will, nicht? Und mein Vater gesagt, du hast schon mal hingeschrieben, noch nicht. Dann habe ich mich einmal hingesetzt, was hingeschickt, und der hat geantwortet, schon mit Rücksicht auf die Empfehlung von Minister Stranski, sind wir gern bereit und so weiter. Daraus wurde Sportberichterstattung, Lokalberichterstattung, und wenn der Theaterberichterstatter weg war, habe ich auch Theater übernehmen können, wenn der Urlaub war. Und die Artikel sind erschienen, im Brunner Tagesboten und im PreBburger Grenzboten, die dann verlagsmäßig Schwesterblätter geworden sind. Das hat dem Verlag Rohrer gehört, der auch berühmter Tennisspieler war, mit Davis Cup gespielt hat in Tschechoslowakei. Jetzt gibt es einen Rohrer-Verlag in Baden-Berlin, das sind irgendwie Nachkommen, die sind weg von der Tschechoslowakei, natürlich, weil es keine deutschen Zeitungen mehr gegeben hat dann nach dem Kriegsende. Aber ich glaube, sie sind schon weg vor Hitler. Oder sagen wir, die Tschechoslowakei auch übernommen wurde. Nach Österreich haben wir eine Bindungen. Auch das Agram am Morgenblatt habe ich bedient, und zwar nur Theater und Musik. Bis 1938. Komischerweise einen einzigen wichtigen politischen Artikel, den ich geschrieben habe. Alles andere war, alles, was ich in die Zeitung geschrieben habe, war Belletristik. Lokalereignisse, die Stunde brennt und solche Sachen, alles da waren. Und Reportagen, nicht wahr? Sport eben, Kultur, neue Filme, Interviews mit berühmten Brünnern, die in Wien leben, nicht? Ich meine, Geretz hat die Leo Schlesak und der Fritz Grünbaum und ich weiß nicht, was alles. Dann gab es Ernst Lothar und Robert Hussel, ich weiß nicht, wer da alles war. Aber der einzige Artikel war ein Leitartikel im PreBburger Grenzboten, der auch in Wien jeden Tag natürlich gekommen ist, in den Märztagen 38 starken Absatz gehabt hat. Das war der Artikel vor dem Plebiszit, der Schuschnigg rausgeschrieben hat. Und da habe ich so geschrieben, dass die Nazis das eventuell auch für sich lesen konnten. Sonntag wird zeigen, was Österreich, wie Deutsch Österreich wirklich fühlt, oder wie Österreich wirklich fühlt. Das war natürlich ein Pro-Schuschnigg-Artikel. Und ich habe furchtbar Angst gehabt, weil der war mit PRB signiert. Nicht?
und da ist nichts geschehen. Können Sie sich, ja, oder hat es eigentlich so mit dem Jahr 34 irgendwie schon so eine Art Bruch gegeben oder hat sich da überhaupt so im Zeitungswesen in der Zeit was verändert in Richtung Zensur oder hat es da irgendwelche politischen Schwierigkeiten gegeben, also in Bezug auf Zeitungen? Können Sie sich da an irgendetwas erinnern? Nicht, dass ich wüsste, ich war ja also nicht in einer Redaktion. Meine Mitarbeit, die sich gestreckt hat, also auf die großen 3 Wiener Blätter, Tageszeitungen, Grazer Tagespost, Linzer Tagespost, die haben diese Sammlungen Artikel. Wir haben auch also Pressefahrten unternommen über so ein Brucknerfest. Also das war alles sehr, sehr frei und niemand hat Zensur geübt. Und das heißt, Sie waren selbst eigentlich nicht davon betroffen, aber wissen Sie, ob sonst irgendwie ob da andere von Kollegen oder so, ob die irgendwie plötzlich, sagen wir mal, Schwierigkeiten gekriegt haben oder schnell gesagt hat, formuliert das ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mich nur gewundert, wie manche umgeschaltet haben nach dem Hamburg. Adalbert Moore zum Beispiel. Wer war das? Das war ein junger Mann mit Tagblatt, der hat ein Feuilleton loslassen. Sein Traum ist erfüllt, Österreich liegt am Meer. Seit heute liegt Österreich am Meer, nicht von Nordsee, Ostsee, alles. Ja. Ganz, ganz begeistert. Und er hat praktisch also mit dem Anschluss umgeschaltet. Und am nächsten Tag war ein Feuilleton von Adalbert Moore im Tagblatt, den gleichgeschaltet. Ja. Und ich habe Leute gekannt wie Dr. Kurt Sonnenfeld von der Neuen Freie Presse, das ist unglaublich. Ne? Aber Wertheimer, glaube ich, war schon tot. Ernst Lothar habe ich, glaube ich, geschildert in dem Buch, habe ich einmal gesehen in der Krugerstraße nach dem Umbruch, wird mir immer in Erinnerung bleiben, dann ein Laternenpfahl mit immer seinen blauen Velour gehabt, ein Gesicht gemacht, als ob die Welt untergegangen wäre. Und dann ist er auch aus, Felix Seiten. Weiß ich jetzt nicht, ob er bereits tot war. 38 müsste ich nachgucken. Auenheimer ging nach Los Angeles, war erst in der Konstellation. Benedikt, der Chefredakteur der Times, ich glaube, er ging mit seiner Tochter nach Schweden. Ich kam lange nach Kriegsende nach Baden bei Wien mit meinem jüngeren Sohn, das war schon in den 60er Jahren. Und hörte von dem Heim Künstlerhilfe, nicht, von der Hilde Wagner in Baden und wollte die Frau Albach-Retti Deutsch sprechen, die eine Bekannte meines Vaters war, meines Alters war. Und die war auf Urlaub im Salzkammergut. Sag ich, na, wer lebt denn hier sonst noch so? Vielleicht wollen Sie den Dr. Ernst Benedikt sprechen, der ist ein Wrack da, ein Wrack. Aber hat sich unerhört gefreut und sich erinnert, ganz allein dort verwahrlost gelebt. Und sehr schön, ich meine, die Umgebung, aber sein Zimmer angefüllt, das Einzige, das er da gehabt hat, mit Büchern, Papier und Boden, alles. Bademantel ist dort Schlafrock herausgekommen. Aber er hat sich erinnert und gefreut und Glück gewünscht. Und Wirren oder meine Mitarbeiter in der Times, komischerweise ist er immer gemeint, sie wollen vielleicht eines Tages meine Tochter heiraten. Mit wem man mich verwechselt, weiß ich nicht. Gab es noch andere Leute in der Jugendherberge, die so Kapellen auch mal mit der Tochter von Benedikt getanzt haben. Ich habe sie einmal flüchtig gesehen. Und er ist dann sehr bald auch gestorben. In der City, in der ich im Mittelpunkt Wiens, im Graben oder in meiner Tätigkeit erlebt habe, habe ich das erst eruptiv erlebt, März 38. Man hat natürlich die ganzen Umzüge gesehen und man hat gewusst, der Besuch in Berchtesgaden, Schulschule und so weiter, und da muss die Iterationen gesehen. Das Lustige ist, dass zum Beispiel ein Mann, ich weiß nicht mehr seinen Namen, mich kontaktiert hat, vielleicht 5, 6 Monate vor dem Anschluss, und gesagt, Sie schreiben doch über Sammlungen. Ich sammle, ein Artikel über ihn ist erschienen, der Mann, der alle Wiener kennt, oder der
alle Österreicher kennt. Er sagte, also er hat damals mir gesagt, ich sammle alles, wo eine Wohnung zu vermieten ist, wo eine Wohnung gesucht wird, wo eine Wohnung untervermietet wird, wo Pelze verkauft werden, wo Juwelen verkauft werden, wo gesucht wird, das oder jenes. Rein statistisch brauche ich das. Es war aber ein Artikel, ich glaube, das ist auch gegangen im Journal in Wien und ich glaube nach Linz und Graz. 14 Tage nach dem Umbruch läutet es bei mir oben in der Wohnung. Und der Mann war da und hat gesagt, das hat mir sehr geholfen, heute kann ich Ihnen sagen. Das war im Auftrag der Gestapo, habe ich gearbeitet. Die wollten bereits sehen, ob Sachen ins Ausland transferiert werden. Wissen Sie, Pelze werden verfrachtet oder gesucht oder verkauft von Leuten, die schon vielleicht früher weggefahren sind. Das haben die alles schon beobachtet. Der war mir gar nicht böse, hat mir gesagt, er hat eine Tochter, die hat jetzt ein bunddeutscher Mädchen. Hat mir leider nichts Böses angetan. Das heißt, es muss doch schon eigentlich vorher so ein bisschen, zumindest in gewissen Teilen der Bevölkerung, so die müssen ja schon ein Gefühl gehabt haben, dass da irgendwas kommt oder so, weil wenn sonst. Ich glaube, es war eine 5. Kolonne, auch hereingeschickt vom Reich. Schauen Sie, es war in Wien, in Österreich war eine große Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise. Und wenn einer kam, dann hat der Hitler geheißen. Es hätte ja auch einer kommen können, der Stalin geheißen. Wer versprochen hat etwas, ihr werdet morgen Brot und arbeitet haben, und der Massengeist der Menschen, die Psychose, nicht die Massenpsychose, wenn da ein Hammel kommt, laufen sie mal nach. So ist halt der Hitler gekommen. In Deutschland hat er ja schon gezeigt, Autobahnen, und den Leuten ist besser gegangen, okay, man hat jetzt versprochen, nicht war das und jenes. Ich glaube nicht, dass die Leute meinen Kampf gelesen haben. Kaufen muss es dann alle müssen. Ja. Das war Pflicht, wenn ein Parteimitglied musste auch das Büchel kaufen, ob sie es gelesen haben, nicht, und da ist ja alles angeblich drin gestanden. Nicht? Ja. Das hätte ja waren doch nicht alles Idioten oder Verbrecher, die Menschen. Also Sie meinen, das hat da hätten die Leute glauben können, wer wird das wahr machen, was da angekündigt ist. Ja, das ganze Programm, das Vernichtungsprogramm gegen nicht rein rassigen Germanen, das steht doch da drin. Ich glaube nicht, dass die Leute das für ernst genommen haben. Oder sie haben es nicht gelesen. Sie haben gelesen haben es bestimmt nicht. So wie heute auch Bücher hohe Auflagen erzielen, ohne gelesen zu werden. Die Leute kaufen sie zwar alle. Das schauen Sie, der ganze Umsturz, ihr könnt euch das heute nicht vorstellen. Neu war die Propaganda des Goebbels. Lautsprecher. Das war ein Zirkus. Fahnen heraus, Befehl, Fahnen rein. Nicht? Alles auf die Straße. Morgen das, Sirenen. Die Ankunft über der Stadt, die Luftwaffe, nicht? Da die dröhnten. Und das war alles Massenspektakel. Das war Theater. Pannen mit Zizensis haben die Leute bekommen, nicht? Umzüge, alle mussten auf die Ringstraße, morgen ist arbeitsfrei, nicht? Heil Hitler muss gerufen werden. Die ganze Nacht ist das gegangen am Graben, wo ich gewohnt habe. In der Nacht des Umbruchs hat der PreBburger Grenze angerufen, wie die Stimmung in Wien ist, und hat das Telefon mehr zum Fenster und da hören sie es. Ne? Hat mit dem Telefon gehört, Sprechgehör und das alles. Und nun wurde ein Ventil aufgemacht, nicht? Freiwillig. Sie müssen sich vorstellen, was könnte morgen sein, wenn hier einer kommt und der will keinen Namen nennen. Wir kriegen ein Neger kommt hier kolossal zur Macht, nicht? Und wird Präsident. Und er sagt morgen, was ich, jetzt könnt ihr alle Weißen umbringen. Und wenn es erlaubt ist, dann werden es alle Weißen umbringen. Ich meine, es wird nicht kommen, aber ja. Also Sie glauben nicht, die nicht reinrassigen waren plötzlich freiwillig. Du kannst machen mit denen, was sie machen. Und so was ich erlebt habe persönlich, wie Sie das in meinem kleinen Büchlein wisst, waren ja eigentlich, das waren damals schreckliche Momente oder auch Stunden. Heute lache ich darüber, das waren 15-, 16-jährige Lausbuben, die auf einmal sich die Swastika angehängt haben und die haben den großen Spaß gemacht. Wohnungen waren ausgeräumt, aber da haben sie Kasernen gemacht, gespielt und überall Zigarettenstummel am Boden, und dann haben es die jüdischen Ärzte und Anwälte gesagt, das, tut es jetzt aufräumen, nicht? Alles schön. 15-, 16-Jährige Lausbuben, die auf einmal sich die Swastika angehängt haben und die haben den großen Spaß gemacht. Wohnungen waren ausgeräumt, aber da haben sie Kasernen gemacht, gespielt und überall Zigarettenstummel am Boden, und dann haben es die jüdischen Ärzte und Anwälte gesagt, tut es jetzt aufräumen, nicht? Alles schön.
Geschirrwaschen nicht und alles. Und dann haben sie sich Fußtritte gegeben oder nicht. Und dann haben sie gelacht und sie haben sie wieder nach Hause genommen. Das war ja noch harmlos. Ich bin nicht, oder viele andere sind ja ins Konzentrationslager gekommen und im Nachbarhaus von einem Dentisten, also der Dentist selbst, und bekam nach 2 Wochen eine Verständigung gegen Einstellung von so und so viel Schilling, wenn die Asche zurücktrainiert. Das war keine reine Glückssache. Für den Sonntag, nicht, oder angekündigt. Ich wollte nach Pressburg fahren, um nicht da zu sein. Warum wollten Sie nicht da sein? Weil man eben Angst eventuell vor Unruhen gehabt hätte. Und man hat mir gesagt, meine Freunde haben gesagt, Fahnenflucht, jede Stimme wird zählen, nicht, weil du kannst nicht wegfahren. In der Tat geblieben. Die Lage in den letzten 8 bis 10 Tagen war ein Crescendo. Auf einer Seite waren die Vaterländischen, auf der anderen Seite waren die Nationalsozialisten. Es war ein Gebrüll hin und her und her und hin. Natürlich waren die rot-weiß-roten Fahnen noch in der Mehrheit, weil ja die Polizei noch zu Schussnik halten musste, zur Regierung. Das war ja noch alles aber in Regierungshänden. Aber wie dann schon langsam andere, Herr Seyß-Inquart berufen worden ist, nicht? Das war ja innerlich schon alles zersetzt. Ja. Denn die auf einmal, wie an dem Donnerstag, den 11. März, war ein Vetter bei mir, der in der Neubaugasse gewohnt hat, um mit mir zu sein. Das war eine aufgeregte Stimmung. Er wollte sehen, was da los ist. Wir sind dann auf die Straße am Graben gegangen und da waren Gerüchte, dass Schuschnigg zurückgetreten wird. Da haben Leute darüber gesprochen. Und da ist ein hoher Militärfunktionär gegangen und ich habe mich gesagt, ich bin Journalist und das sind Gerüchte, dass Herr Bundeskanzler Schuschnigg zurücktritt. Solche Leute können Sie sofort verhaften lassen, nicht ein Wort wahr. Wir sind dann irgendwie in die Kärntnerstraße, wo auch großer Wirbel war, aber dann zu der Tabaktrafikantin, wo wir unsere Zeitungen immer gekauft haben und Zigaretten als geraucht. Das war eine kaisertreue Kriegerwitwe, alte Frau, und die hat gesagt, der Bundeskanzler wird im Rundfunk sprechen. Ich habe die Rede nicht gehört. Um 7 Uhr. Und wir sind noch auf der Straße geblieben. Und dann war das Resultat bekannt. Und die hat rapid zugesperrt und hat uns gebeten, den Rollbalken zu helfen. Ende mein Österreich, wo wird das hingehen? Also wir sind jetzt Deutsches Reich. Und die war ganz sprachlos. Von dem Moment an, nach der Rede Schuschnigg, war die Stadt dann ausgetauscht. Wenn die Polizei, die da herumgegangen ist, gegen die Nazis eigentlich, die haben ja keine rot-weiß-roten Ding gehabt, aber Gruppenkreuze getragen dürfen, aber die Ordnung gehalten haben, nicht, die waren plötzlich alle mit Hakenkreuzen versehen. Das war ja alles verteilt, das war ja unerhörte Propagandaarbeit. Unerhörte Propaganda. Und ich glaube, sehr viel vom Deutschen Reich bereits nach Wien gekommene, nach Österreich gekommene Funktionäre, die das alles sehr, sehr gut vorbereitet haben. Mein persönliches Sentiment oder Gefühl damals war, der Einstellung war, es gibt 2 Sachen. Ich war mit meiner Mutter. Ein Teil meiner Familie war in England, ein Vetter hatte ich hier in Amerika. Aber kaum in Kontakt. Damals tatsächlich war entweder Selbstmord oder mir war klar, weg. So rasch wie möglich eine Auswanderung, und zwar jetzt nur nach dem Westen. Ich hätte mich nicht mehr für interessiert, sagen wir jetzt, nach Pressburg zu fahren. Weil ich mir gedacht habe, da bin ich wohl in der Tschechoslowakei, aber wie komme ich denn da ist schon dazwischen, und Österreich, die werden ja das bald auch kriegen oder eventuell das haben wir nicht. Ich wollte nicht nach Osten oder Süden, Italien war auch nicht, war doch verbündet mit Hitler mehr oder weniger, ich wollte nur nach dem Westen.
Also das ist Schuss nach dem Westen. Ich meine, alles zu betreiben, aber niemand konnte ja irgendwas machen. Eine bekannte Dame in Wien, die Dolmetscherin war, kannte den österreichischen Honorary Consul in Birmingham, England, also ein Engländer, der nur einen Ehrentitel gehabt hat, und dem schrieb sie für mich und sagte, was ich bin und ob der mir helfen könnte, nach Birmingham zu kommen. Und der machte eine Quäkerfamilie ausfindig, die sich erbötig gemacht haben, nach langem Hin und Her, also für mich zu bürgen. Ich hatte inzwischen eine amerikanische Quotennummer angesucht, trotzdem ich gar keine Möglichkeit damals sah, nach Amerika zu kommen. Aber auf jeden Fall, alle Leute haben sich ja überall registriert. Ja. Die Leute haben ja doch, wie Sie wissen oder vielleicht gehört haben, aus den Telefonbüchern von Amerika dieselben Namen haben, nicht nur Briefe geschrieben, sondern Bitten um eine Affidavit. Mein englischer Vetter war auf Geschäftsreise in Amerika und hat hier aus Portland, Oregon, mir eine Affidavit beschafft. Diese Mitteilung bekam ich in Wien, als meine englische meine englische Einheit des Permit sehr bald in Bewilligungsnähe war. War sehr schwer, nach England einzukommen. Selbst als die Familie Randall Smith in Birmingham für mich gebürgt hat. Geholfen hat tatsächlich die amerikanische Quotennummer. Denn dann konnte das englische Konsulat in Wien sagen, naja, sie wird dann weiterfahren, nicht wahr? Den Männern war ja keine Arbeitserlaubnis gestattet in England. Das hat mir dann geholfen. Außerdem waren dort eine Dame, ich glaube, sie hat Benedikt geheißen, ist zurückberufen worden, die war furchtbar, das sind nicht alle Leute abgewiesen. Ich erinnere mich, dort war mal Ernst-Heinz Häusermann auch angestellt beim englischen Konsulat. Da habe ich noch gefragt, warum gehen Sie denn weg? Ja, ich muss mit Ernst Lothar, er hat die Tochter eines Ernst Lothar geheiratet, nach Amerika. Man hatte Glück zu haben. Ich meine, ich ging dann in Wien eine Zeit lang, wie diese Säuberungsstationen waren, nicht aus auf die Straße. Einmal wurde ich abgeholt von oben. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Buch geschildert habe. Ich glaube, wieder zum Geschirrwaschen und allen möglichen Sachen in der Habsburgergasse, sehr nahe. Und da hatte ich meinen Presseausweis von der Polizei Wien. Ich war Mitglied der Auslandspresse, gezeigt und habe gesagt, ich schreibe für den Grenzboten, Tagesboten. Das klingt doch alles sehr deutsch. Ich meine, das waren alles demokratische Blätter. Und jetzt ist sehr viel zu berichten aus Wien. Ich bin jetzt sehr busy, ich kann da jetzt nicht meine Zeit für die Geschirrwaschen. Das war für mich, das war damals von mir ein, wie nennt man das? Alles auf eine Karte gesetzt, entweder oder. Denn ich habe gedacht, na, entweder kommt jetzt sofort nach Dachau oder ein Wunder geschieht. Der nimmt das weg, so ein Rotzjunge dort, und geht hinein und kommt zurück und schreit dem anderen zu, der Jude kann abhauen. Dann hat man das zurückgegeben. Und ich kam meine Mutter zurück und gesagt, was, du bist da? So, aber die Situation heute, natürlich ist das alles, man erzählt das wiederholt und man lacht heute darüber, weil es ja eben vorbei ist. Aber damals lebte man unter Terror. Wenn es geläutet hat und geklingelt hat, von unten oder oben, nicht, wenn meine Redaktionskollegen aus PreBburger kamen mit dem tschechischen Auto, an einem Sonntag, an dem Tag, wo Hitler nach Wien noch kam, und Leute von unten, ich habe gezittert wie Espenlaub, die Gestapo wollte mich jetzt nicht, irgendwas, ununterbrochen Angst gelebt. Ich war dann 6, 8 Wochen nicht weg und habe Englisch gelernt. Haben Sie in der Zeit eigentlich noch geschrieben oder hatten Sie noch Möglichkeit zu schreiben? Ich konnte noch nach PreBburger und Brunner ein paar Sachen schreiben. Es waren noch Theaterkarten möglich zu bekommen für Wochenpresse. Nur habe ich für Auslandspresse, aber ich glaube nicht, dass ich viel Lust mehr gehabt habe. Ein paar Feuilletons und so. Die Brunner und PreBburger hat mir auf jeden Fall formell einen kleinen Brief gegeben, dass ich als Korrespondentenmitarbeiter nach England gehe. Hat ja nicht viel genützt, ich schrieb von England ein paar Sachen. Denn die Tschechoslowakei war ja bald weg. Ja.
von England fing ich dann an, wo ich in Birmingham nicht arbeiten durfte, sondern eigentlich nur dort privatisiert habe, also Leuten aus Wien zu helfen, vor allem allen mein Glück war auch, dass ich in eine Provinzstadt kam. Ich war der erste Wiener Emigrant in Birmingham, also more or less, jetzt spreche ich wieder Englisch, mehr oder weniger ein Wunder. Das ist ein Wundertier, denn ich war bei einer Quäkerfamilie, die Quäker haben mich angeschaut. Die jüdische Gemeinde hat was davon gehört, die haben mich auch angeschaut und haben gesagt, ich soll einen Artikel schreiben für das jüdische Gemeindeblatt. Das wurde ins Englische übersetzt, okay, gut. Und die Protestanten, die in allen Denominationen sind gekommen und die Familienleute, die haben alle gefragt, wie kann ich Leuten in Wien helfen? Und ich hatte tatsächlich nach 14 Tagen ein kleines Taschenbuch mit Kalender, wo ich meine eintragen musste, heute bei Herrn und Frau so und so zum Mittagessen, dort zum Abendessen, wurde eingeladen, herumgereist und jede fragte eine ziemlich wohlhabende Familie. Und die Engländer waren sehr hilfsbereit in diesem kleinen, Birmingham war nicht so eine kleine Stadt, aber eine sehr, was sie nun tut. Ich brachte ca. 33 Menschen aus Wien in Stellungen unter in Birmingham. Und sie sind alle dort geblieben. Deren Sache war es dann, ihre Eltern und Verwandten weiterzubringen, nicht? Aber hauptsächlich als Gouvernanten, Küchenhilfe, Köchinnen und so weiter. Es gab in Birmingham, ich war 18 Monate dort, bis das amerikanische Quotennummer erreicht war. Wir machten in der Universität einen Wiener Ball. Da habe ich noch Bilder und Artikel. Mindestens 2.000 bis 3.000 Leute. Die Girls, die da waren, Wienerinnen, die Kostüme, Dirndl gehabt haben, das angezogen. Linzer Torten und alle Sachen sind gekocht worden und gebacken worden. Und das war ein großer Erfolg. Ein Orchester hat hauptsächlich Wiener Musik gespielt. Und das war von mir und ein paar anderen Leuten initiiert und um der Reinerträgnis wieder weiter anderen Menschen zu helfen. Ich begann dann von England aus Artikel in die Schweiz zu schreiben. Auf Deutsch, oder? Auf Deutsch, ja. Was war das, was haben Sie sich eigentlich, ich meine, das muss ja, Sie haben vorher gesagt, Sie haben also erst eigentlich in den Tagen des Anschlusses angefangen, Englisch zu lernen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das ist ja gerade so eine Flucht in ein englischsprachiges Land, oder gerade für einen Journalisten ist es ja, der praktisch von der Sprache lebt, das ist ja ein irrsinniger Bruch jetzt eigentlich von einer anderen Sprache. Wie sind Sie, was haben Sie... Ich bin herumgegangen in der Küche und im Wohnzimmer und habe einmal Englisch gelernt. Ich habe gezählt bis 1000 und ich habe angefangen zu lesen. Sehr wenig. Wir haben in der Schule Latein gehabt und Französisch im RG1. Ich habe nicht Englisch können, ein bisschen natürlich, aber kaum. Und ich kam in die englische Familie und die sprachen nur Englisch mit mir, die kannten nicht Deutsch. Und indem man also gesagt hat, put it there, alles war put. Und bis ich das alles so kapiert habe. Ich schrieb dann in England ein paar Sachen schon auch für dortige Zeitungen, ein bisschen später, die mir also jemand ein bisschen geholfen hat, Englisch zu bringen. Aber auch nicht sagen, der Titel meine vergebliche Flucht nach Dänemark ist erwähnt worden. Und auch wieder über Sammlungen in Wien, die eventuell in England interessieren, und zwar Fahrkarten, da habe ich noch Bilder mitgehabt und so weiter, Fahrkartenmuseum. Aber dann begann ich Eindrücke in England geschöpfte Eindrücke an die Basler Nachrichten, die heute nicht mehr existieren, und den Berner Bund, der existiert noch. Und das war dann die Brücke, als ich nach Amerika kam, hier war doch alles neu. Und von hier aus schrieb ich dann sehr intensiv für Schweizer Zeitungen. Auf Deutsch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. 1950 kam ich in die Schweiz, als ich ein kleines Preisausschreiben gewonnen habe von einem Schweizer Ding, einen Werbespruch, und hatte bei der Neuen Zürcher Zeitung, ja, da hatte ich schon geschrieben, Quertalot, sehr viel für. Erstens war kulturell hier sehr viel los in diesen Jahren. Europa war am Bauch und wir waren oben, heute ist das umgekehrt. Und enorm viel. Also ich meine, da habe ich noch nicht Pressekarten gehabt, und man hat sich Städtplätze gekauft und hat das angehört und das angehört. Was Emigranten hier geleistet haben,
Herrn Einsdorf dirigiert hat, wer alles aus Österreich da war oder aus Deutschland. Und ich kam nach Zürich und habe meine Visitenkarte abgegeben bei Pförtner da in Zürich. Der Telefonistin, ja, warten Sie noch. Der Herr Schäfer, der spricht. Da kann man nicht sprechen. Sag ich, was wollen Sie? Sag ich, das ist meine Karte. Ja, Moment, nehmen Sie Platz. Da habe ich Platz genommen. Und 10 Minuten kam die Antwort zurück. Nur für Musik bitte wenden Sie sich an Dr. Willi Schuh. Das war der Musikredakteur, heißt das in der Schweiz, der Neuen Zürcher Zeitung. Ich schrieb ihm dann von hier. Mein Glück war damals auch wieder, erstens, Paul Stephan war ein Wiener Musikkritiker von Rang, hat Bücher geschrieben. Der war in Amerika und ist gestorben hier 47 oder sowas. Und hat von hier die Zürcher Zeitung betreut mit Musik. Dann war Pause 3 Jahre. In der Zürcher Zeitung muss man meine kleinen Beiträge, die vielen Beiträge in Basel und Bern gelesen haben und gewusst haben, das ist ein Europäer und der schreibt über Musik auch in New York. Und das war frei. Dann aber war Dr. Willi Schuh war ein großer Verehrer und der spätere Biograf von Richard Strauss. Richard Strauss war meine Jugenderlebnis in der Wiener Staatsoper. Seine Direktionsära war Richard Strauss, schalllich mein großer Bewunderer, bin es noch immer seine Musik. Da war also auch wieder jetzt das Glück an meiner Seite. Und seit 50 schreibe ich für die Zürcher Zeitung. Dr. Schuh ist tot, seit 2 Jahren, aber nachher waren schon 2 andere Musikredaktoren. Das geht weiter. Und ich hoffe, bis an mein Lebensende, weil ja wieder niemand da ist. Niemand da. Das heißt, Sie machen das bis heute eigentlich? Ich mache es bis heute. Während damals in den Zeiten Dr. Schuhs, wie ich das übernommen habe, zum Beispiel die New York City Opera hier in einer Saison 10 neue amerikanische Opern rausgebracht hat und ich alle geschrieben habe. Bis heute 2, 3, 4 Artikel im Jahr. Es ist nichts mehr hier los. Ich meine, Sie sehen in dem Konzertleben, na gut, das war interessant, wie zum ersten Mal die Wiener Philharmoniker hergekommen sind, zum ersten Mal die Berliner Philharmoniker, zum ersten Mal die Wiener Staatsoper, das waren alles Ereignisse. Zum ersten Mal auch das Zürcher Tonhalle-Orchester, nicht? Für dort wichtig. Wenn die weiterkommen, ist das kein Ereignis mehr. Das ist alles heute so weltweit dasselbe. Wenn Herr Zeffirelli jetzt an der Mette den Don Giovanni inszeniert, den hat er schon in Salzburg oder in Wien oder in München so interessiert. Und neue Sachen kommen heute 90%, fast 100%, erst in Europa heraus. Was ich heute wirklich ist, ich mache Vorschau auf die nächste Saison, was die Philharmoniker bringen, Übersichten werden solche Sachen. 100 Jahre Carnegie steht jetzt bevor, aber auch nur, was da eigentlich gefeiert wird. Ich mache ein großes Mozart-Jahr, aber das habe ich noch nicht geschrieben. Ich vor 200 Todesjahr. Da wird da hier, man will alle Werke Mozarts aufnehmen. Muss doch hier alles komplett sein. Jeder Köchel wird hier aufgenommen, innerhalb einer ja. Ein Massenkonsum. Aber ich meine, das mache ich noch und ich wurde dann, wie Sie wissen, Musikredakteur für den Aufbau. Das war auch intensiver früher, weil der Aufbau eine größere Auflage gehabt hat und mehr Platz gehabt hat. Jetzt sind wir zweiwöchig. Und ich konzentriere mich mehr auf, also es hat nicht mehr den Sinn, mit einer Tageszeitung konkurrieren zu wollen, sondern ein paar größere Sachen, aber die eventuell extensiver und gründlicher. Also sowas wie gestern ein Konzert, amerikanischer Dirigent Hobart Earle, ein junger amerikanischer Dirigent, der in Wien lebt und besser Deutsch spricht halt wie ich fast, Wienerisch. Der hat dort ein kleines Orchester zusammengestellt, mit dem er in Wien neue amerikanische Musik aufführt, dann bringt er sie herüber mit beider Länderhilfe und machen gestern neue österreichische Musik. Von Breuer und von Herrn Ebenhöhe und von Herrn das war sehr interessant. Und über das kann ich im Aufbau schreiben, weil wenn die großen europäischen Orchester herkommen, die spielen halt Beethoven und Brahms und Mozart.
Wir dürfen nichts Neues spielen, weil das Publikum von diesen Orchestern eben nur die klassische Musik erwartet, wie diese berühmten. Und man die hiesigen Manager, die Furcht haben, wenn man da jetzt Herr von einem spielt und niemand kennt, nicht nur, dass die Karten sich nicht verkaufen. Ich schreibe immer, ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Aber wenn er es nie kennenlernt, kann er es ja auch nie fressen. Amerika geborenen Vetter, der auch Robert hat, der Sohn eines Bruders meines Vaters, der hierher gegangen tot ist. Der hat mir ein bisschen unter die Arme gegriffen am Anfang. Einen Job zu suchen, war die erste Notwendigkeit für jeden, der hierher gekommen ist. Zumal, also von Wien sind wir ausgewandert mit 10 Mark, durften wir auswandern. In England durfte ich noch nicht arbeiten, sondern ich war ein Gast, erst bei einem jungen Ehepaar, dann bei einem Universitätsprofessor, am Schluss bei der Mrs. Dixon, einer wohlbegüterten Dame mit großem Estate, als Gärtner. Da durfte ich so, Gärtner war, durfte man, sie hat die Bewilligung bekommen in Birmingham, ein paar Leute zu beschäftigen, bekamen langgezogen und da Unkraut gejäht und 5-mal am Tag Tee bekommen, weil sie das Wetter dort so war. Nicht, da habe ich ein Pfund bekommen, oder ein halbes Pfund jede Woche. Ja, man hat aber doch ein Ausland gehabt, du brauchst ja Schuhe, du musst zum Haare schneiden gehen, du brauchst mal einen neuen Rock, nicht? Also, und dann gab es mir noch ein kleines Abschiedsgeschenk, also ich kam hier an mit dem damaligen Wert 40 Pfund, kam ich nach Amerika. Ich musste mir also ein Zimmer suchen, nicht? Das war alles damals sehr billig. War billig, Sie können das mit heutigen Dingen überhaupt nicht vergleichen. Denn ich bekam das erste Job durch meinen Vetter, der in Radiobranche war, in einer großen Radioversandhaus, 30 Cent pro Stunde Minimum war das. Das heißt ein Wochenverdienst von $12. Und mit Überstunden. Und dann eine junge Dame, die Governess war in White Plains oder da wo draußen im Staat New York, die ich kennengelernt habe, wo ich gewohnt habe, und dann auf Heiratsfüßen beide waren, weil wir allein waren, hat ein anderer gesagt, den können Sie ruhig nehmen, den Ober, der macht ja mit Überstunden schon $18-20 in der Woche. Das war ja damals für mich. Weil ein Zimmer hat gekostet $5 bis $7. Eine Unterkunft hat ein Nickel, dann 10 Cent, nicht? Ein Brötchen, ein Semmel, ein Penny. Eine Postkarte, ein Penny, ein Brief 3 Cent. Heute ist das alles, ich meine, wie meine Söhne heute leben und verdienen, das sind Rechtsanwälte. Das ist ja unvorstellbar. Und das ist ja unvorstellbar. Aber ich habe mich dann durchgebissen, indem ich eben also nun einen Job, das mich gar nicht interessiert hat, zuerst als Packer und dann war ich Leiter der Versandabteilung dort sehr bald, aber am Abend geschrieben. Und für wen haben Sie da geschrieben? Nur die Schweiz. Nur die Schweiz. Die Schweiz haben Sie ja noch gut. Nach Kriegsende ging es auch nach Wien und nach Deutschland. Wie haben Sie da eigentlich die Kontakte hergestellt? Oder haben Sie das einfach losgeschickt? Oder haben Sie Leute noch die Kontakte hatte ich, als ich mir von England begonnen mit Berner Bund und Basel Nachrichten. Und dann wurden hier fortgesetzt, eben habe ich dann gesagt, ich gehe nach Amerika und scheinbar haben meine Artikel gefallen und haben das gemacht. Einmal hat man mir in Basel gesagt, wir haben gar nicht geglaubt, dass Sie ein einzelner Mensch sind. Wir haben geglaubt, Sie beschäftigen 10 Leute. Denn ich habe alles, was ich damals war, Amerika so neu für mich und für die Welt. Der erste Supermarkt, was ist ein Drive-In-Kino, was sind alle diese Sachen, neue Begriffe, das hat man geschildert. Und das wurde in Europa aufgespießt, wie warme Semmeln es gibt. Verkaufte sich. Nebst den kulturellen Nachrichten. Und dann 1940. Und ich habe dann eigentlich diese Tätigkeit sehr intensiviert. Ich schrieb für die Besatzungsblätter in Europa, in Wien, für die Weltpresse. Ich glaube, das war die von den Engländern herausgegebene Zeitung. Dann war auch eine von den Franzosen, eine von den Amerikanern. Überall waren Sachen drin von mir. Zum Beispiel
einen großen, ganzseitigen Artikel über Gustav Mahler, Komponist zwischen zwei Welten. Und das waren zum Beispiel Kritiken über Besprechungen über in Amerika erschienene Malerbiografien, die also für drüben, gerade in diesen Zeiten nach dem Krieg, wo man jetzt von Maler nicht spielen durfte, so viele Jahre, sehr interessant war. Nicht wahr? Und dann kam dazu der Süddeutsche Rundfunk mit Musikberichten, die ich gelegentlich noch mache. Ich spreche hier Bänder ein und die werden drüben jetzt gelesen, nachdem ich das mit dem Auge habe und ich selber. Jetzt type ich sie, also ich meine, kommen Sie mit Schreibmaschine rüber. Früher habe ich sie eingesprochen hier zu Hause und einfach weggeschickt. Hier und da machte ich auch für den Dorf Sachen, zum Beispiel das erste Gastspiel in der Wiener Staatsoper in Washington. Jemand hat 2 Opern beschrieben und ich habe die 2 anderen Opern zu beschreiben gehabt. Die Aufnahme in Washington, im Kennedy Center. Und das wurde, war es der Figaro? Etwa so um 11 oder halb 12 Uhr Nacht aus und Wien hat gesagt, ruft um 6 Uhr früh amerikanische Zeit an und du musst es fertig sein. Das heißt, ich war im Hotel, musste eine ziemlich lange Kritik mir niederschreiben, nicht? Und dann direkt ins Telefon gehen in der Früh. Und mit Kaffee ist es dann gegangen und dann habe ich geschlafen Vormittag. Und Dr. Breuer war dann noch so nett, hat mich allen Leuten vorgestellt. Mein lieber, treuer New Yorker Freund. Er war bei uns, hat mich oft wiederholt. Sie wissen, ich habe bekommen das österreichische Goldene Verdienstkreuz und die Republik für kulturelle Sachen. Wann haben Sie das bekommen? Steht im Buch. Auf der letzten Seite. Und zwar unter wer war Bundespräsident? Jonas. Jonas, also muss 70er Jahre. Ja, Jonas und dann von der deutschen Regierung auch. Von der deutschen Regierung haben Sie auch eins bekommen? Ja. Der deutschen Regierung habe ich deshalb eins bekommen, weil Leute wie Henze, Stockhausen, viele andere Sänger auch, Schwarzkopf, Seefeld, fast alles, Dietrich Fischer-Dieskau, die habe ich alle hier vorgestellt, sagen wir im Aufbaupublikum, aber auch in amerikanischen Musikzeitschriften einige Sachen. Und ich war bei österreichischen und deutschen Festspielen im Sommer. Und da gab es in den 50er und 60er Jahren noch eine ausgezeichnete deutsche Rundfunkstation in New York. Sie hatte natürlich auch, wie man sagt, jetzt Commercials Ads. Ja. Aber ich konnte ein Tonband machen in Wien oder München. Über die Wiener Staatsoper Wiedereröffnung war ich 4 Wochen in Wien und habe 4 einstündige Tonbänder hier herübergeschickt. Also sofort Berichte über. Und die waren auch verbunden mit Gesprächen mit Künstlern. Und zwar Leute wie Christa Ludwig und Walter Perry, die damals noch verheiratet waren, bevor die überhaupt je in Amerika waren. Nicht? Also ein paar Leute haben sie gekannt, vielleicht durch Schallplatten schon, ich glaube den Namen, aber die waren noch nie da. Hilde Güden und was weiß ich, in deren Wohnung haben wir mal alle versammelt gehabt. Und da war eine große Roundtable-Interview mit mir. Manchmal sehr interessante Sachen. Und dadurch habe ich auch also für die deutsche, ich weiß nicht, wer das angeregt hat, intern, ich habe nichts dazu getan, weder zu dem österreichischen Orden noch zu den deutschen Orden. Ich sammle keine Orden. Aber es kam damals Anerkennung für die kulturellen Bande, die man da geknüpft hat. Ich habe natürlich Herrn Stockhausen und Herrn Henze hier für deutsche Radiostationen in der Voice of America interviewt. Da stand uns zum Beispiel immer höchstens 10 Minuten zur Verfügung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Henze, wenn das interessiert. Ja. Ich sage, Henze, wir machen 10 Minuten darf das Ganze sein. Nicht? Also Fragen zu fragen. Das war in der Voice of America. Nicht? Ich habe eine Frage gestellt, nach 10 Minuten hat der Mann die noch immer nicht beantwortet. Fertig. Und das geht gar nicht. Weiter.
Das geht nach 40 Minuten. Und dann haben wir endlich, habe ich gesagt, jetzt ist unsere Zeit doch um. Und dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Stuttgarter Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk oder der Westrundfunk, wer das war, soll das nicht nehmen, die wollen. Ich sagte, wenn ich spreche, nehmen die das schon. Wir haben es auch genommen. Hat mir dann gefallen, weil die ja das weitaus größere Honorar mir geschickt haben. Nicht? Ja, aber das ganz geschickt gemacht. So, und diese Sachen, das waren für die Deutschen scheinbar auch irgendwie wichtiger, darüber zu schreiben. Gottfried von Einem habe ich hier vorgestellt. Eines Tages, da war mein Bub gerade geboren, der zweite, also müsste vor fast 32 Jahren, da war ich im österreichischen Konsulat in irgendeiner Angelegenheit und da haben wir gesagt, die haben also gewusst, dass ich Musik schreibe, über Musik schreibe. Das ist ein junger Komponist, deswegen hier mit dem Havelock war da Gottfried von Einem. Ne? Haben Sie den Namen? Den Namen habe ich schon gehört. Und einer hat gesagt, ich bin hier vollkommen fremd. Dann sage ich, kommen Sie mal erst jetzt zu uns zum Mittagessen raus. Und dann war einer, hat das nie vergessen. 88 waren wir sehr bekannt in der Singerstraße, im italienischen Restaurant, Hotel Royal, zum Essen. Ja, mit ihm immer in Kontakt geblieben, mit einem und seiner Frau, Lotte Henkesch. Also ganz privat? Ja. Mein Vater stammt aus einer Familie, er war das 10., also ich meine nicht das Jüngste, aber es waren 10 Geschwister. Einer war so nach Amerika gegangen in jungen Jahren. Und meine Mutter, Wien geboren, alle natürlich, waren 5 Geschwister, also und die haben alle Kinder gehabt, also die Familie war ziemlich groß. Zum Glück ist fast allen die Emigration gelungen, sofern es sie nicht wie mein Vater schon längst früher gestorben waren. Ein Onkel war Zahnarzt, der ist 28 gestorben, zwei andere Onkel 33. Einige sind schon Schwestern meines Vaters, sind schon etwas früher aus wirtschaftlichen, aber auch vielleicht aus politischen Gründen nach London übersiedelt. Das gut war. Eine Tante ging mit ihrem, die Frau des ältesten Bruders, der auch gestorben ist, vor Hitler, ging nach Brüssel und wie Brüssel überrannt worden ist, ist Sohn und Schwiegertochter von ihr zu Fuß über Frankreich geflüchtet und dann nach Amerika gekommen. Und sie ging in Brüssel eines Tages, sie wurde in Brüssel bei Bekannten gelassen, aber sie musste einkaufen gehen und wurde auf der Straße verhaftet und nach Polen deportiert. Die Eltern meiner Frau, habe ich geschrieben, haben noch gewusst, dass ich hier geheiratet habe, dass wir hier geheiratet hatten, 1941, und schrieben uns noch nicht. Und dann kam ein Brief, wir müssen uns morgen fertig machen, wir werden nach dem Osten umgesiedelt und geben euch unsere neue Adresse bekannt, so wie wir wissen, wo wir sind, nie mehr was gehört. Bekannte und Verwandte natürlich sind ein paar verschollen. Und dann die restlichen sind also nach Australien gegangen, nach England wie gesagt. Ein Bruder meiner Mutter, Ingenieur, in der Zuckerfabrik Enz war in Wien, ging mit seiner Frau nach Indien, hatte ein sehr gutes Job, kam dann zurück, leider ohne Frau, die dort plötzlich gestorben ist, nachdem schon alles zurück sei nach Mondsee und Wien, da wo sich ein Heisel und ein Ding gekauft haben, eine Wohnung. Er kam über London zurück nach Wien und starb dort. Also die natürlichen Todes dann gestorben sind, nicht? Weil es geht ja auch die Generation meiner Onkel und Tanten ist ausgestorben. Cousins und Cousinen, ja. Es leben noch ein paar. Bekannte in Wien gibt es noch. Als ich 1955 zur Wiedereröffnung der Staatsoper dort war, waren 2 interessante Erlebnisse. Eines, dass ich an einem Sonntagmorgen ins Café Rebhung gegangen bin, wo ich meistens, war auch ein Journalistencafé in der Goldschmiedgasse. Ja, das haben Sie geschrieben. Ja, und der Ober kommt dort mit einem großen Tablett und er hat, na ja, gewusst, Herr Doktor, dass da sind, zurückkommen zur Öffnung der Straße. Und dann ging ich natürlich in die Papierhandlung Reiter, die letzten Male, wie ich drüber nicht mehr existiert, wo ich alle meine Schulutensilien gekauft habe, und das Spiegelgasse, das ist jetzt weg. Und die haben natürlich mich auch sehr, sehr umarmt und begrüßt.
Also ich habe eine große, man bleibt Europäer, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ich muss sagen, zwei Sachen. Man kann das Leben ja nicht steuern. Mitsteuern, ja, vielleicht. Ich bin durch meine starke Kurzsichtigkeit ich musste hier mich dreimal stellen, nicht? Und wurde immer zurückgeschickt, weil die ja genug Auswahl an Menschen gehabt haben für Soldaten, nicht? Weil ich habe 10 Dioptrien, ich weiß nicht. Ja, sehr stark kurzsichtig gewesen. Das hat man sich natürlich damals gefreut, dass man nicht einwickeln muss. Okay, wer geht gerne in den Krieg? Aber wenn ich das Glück gehabt hätte, wenigstens durch meine Deutschkenntnisse in Zivildienst genommen zu werden und ich in Wien gewesen wäre, in der sogenannten Stunde Null, wie es mein Freund Bravi war, Schulfreund, Universitätsfreund, oder der Herr Heißermann, die waren alle drüben, in Uniform, hätte ich vielleicht sofort Anschluss bekommen, natürlich, sagen wir, in der amerikanischen Tageszeitung. Weil ich ja die Leute gekannt habe, noch von früher, und die Verhältnisse gekannt habe. Das war es nicht. Ich bin erst also 50 zum ersten Mal nach Europa gekommen, 55 zum ersten Mal nach Österreich. Und da haben sehr viele Leute gefragt, ja, möchten Sie nicht wieder daherkommen? Und haben es auch gemeint. Ja. Da war also schon mal ein Kind da, der Amerikaner ist. Aber da gab es ja auch amerikanische Schule, das wäre ja auch kein Grund gewesen, nicht hinüberzugehen. Aber da war schon irgendwie alles gesättigt. Denn alle Leute, die ich gefragt habe, also was soll ich machen, wie schafft man das an? Die Antwort war, naja, es ist vielleicht schwer, sind Sie nicht lieber lieber drin, es sind mehr Freiheit, nicht? Das war schon ein bisschen. So, man kommt als sehr gern gesehener Gast und ich komme sehr gerne hinüber. Ich fühle mich in Wien zu Hause, weil ich jeden Winkel noch kenne. Und Wien hat sich sehr schön, das Stadtbild und alles ist nicht amerikanisiert worden, so wie viele deutsche Städte, wissen Sie. Ich fühle mich da zu Hause und trotzdem ist es auch seltsam, dass man eben in Wien ist und in einem Hotel leben muss. Man ist zu Hause in der Fremde, wissen Sie. Und die Leute sind nicht da. Ich meine, die wären auch wahrscheinlich natürlich nicht da gewesen, Bekannte und Leute, die man gehabt hat, die wären ja auch tot und Zentralvölker oder so, nicht? Aber man hätte also einen Stoß vielleicht von deren Nachkommen gehabt, nicht? Oder von meinen Schulkollegen. Die sind alle sehr nett und sind alle sehr nett. Ich habe noch ein paar alte Bekannte von meinen Eltern, deren Kinder noch leben, oder die kommen alle und begrüßen uns und beschreiben mich sehr ständig. Kontakte zu Europa sind da und ich musste mich also auch, um Deutsch zu schreiben, mit der deutschen Sprache au courant halten. Nicht? Ich habe alles gelesen, was ich aufgaben konnte. Und dann, wie ich mein Buch geschrieben habe, Sie sehen draußen, alle Klassiker sind da und ich habe Schönherr und ich habe Grillplatz und ich habe Nestroy und Raimund und ich habe den kompletten Thomas Bernhard. In meinem Denken. Ich habe jetzt Freunde in Deutschland, die wissen, dass ich so Bernhard sammle, was so nachher noch jetzt kommt, an Artikel und Interviews und Minetti und über Bernhard, das kriege ich alles. Ich habe Bernhard sehr, sehr gern gehabt. Ich habe Frost gelesen als erstes Buch von ihm und habe das in irgendeiner deutschen Zeitung hier besprochen. Ich habe ihm einmal geschrieben, wiewohl ich also gehört habe, dass er auf nichts reagiert, angeblich. Und da schrieb ich ihm nur, dass er wohl wissen wird von seinem Surkamp Verlag, dass ich im Aufbau, also ich habe alle Bücher von Bernhard im Aufbau gesprochen, so in den letzten Jahren, bis zu dem Tod auch den Nachruf geschrieben. Aber ich will ihn nicht belästigen, ich habe gesagt, woher ich komme, was ich bin und was er mir bedeutet. Ich will nur eventuell 2 Fragen an ihn stellen. Es gibt einige Gedichte und Essaybände aus seiner Jugend, die ich nicht besitze, ob er mir sagen könnte, wo man die eventuell antiquarisch kauft und ob er je, ich bin auch kein Manager, habe ich geschrieben, ob er je mit dem Österreichischen Kulturinstitut hier spricht, vielleicht eine Lesung hier macht. Nicht? So, ich weiß, Sie antworten keine Briefe, sollen Sie eine Außenmacht machen. Ich würde mich sehr freuen, nie eine Antwort gekommen, dann ging ich waren wir bei den Salzburger Festspielen 87, da ist Ritter Dene Voss uraufgeführt worden,
in Salzburg, wir waren bei der Premiere. Meine Frau war Vormittag bei einem Einführungsvortrag, ich habe das Buch schon früher gelesen, habe es auch mitgenommen, wollte ein Autogramm kriegen und das Buch signiert. Und meine Frau ist zu dem deutschen Professor gegangen, der das Stück referiert hat vorher, und hat gesagt, wir kommen aus Amerika, mein Mann ist hier, vielleicht hätte sie das eben nicht tun sollen. Wie sich dann auch, wo ist der, möchte nur eine Signatur kriegen. Ja, der ist bestimmt vor der Aufführung im Café Zentral in Bern, in Salzburg. Es hat geregnet, natürlich wie immer damals. Wir kamen eine Stunde vor der Aufführung Zentral, Herr Ober, kennen Sie den Thomas Bernhard? Ja, natürlich. Da ist er da, na, der ist noch nicht da, der wird schon kommen. Oder? Bis 5 Minuten vor der Aufführung war er nicht da. Im Theater haben wir nicht erspät, er soll angeblich in einer Loge hinten gesessen, das Publikum nicht sichtbar, kam nicht auf die Bühne beim Verbeugen. Vorher hatte ich schon beim Bühnentür gefragt, wo der Herr Bernhard herauskommt. Wo soll er denn rauskommen? Hier natürlich. Ne? So sind wir dort gestanden mit ein paar Autogrammsammlern und die Schauspieler kamen endlich heraus nach einer halben Stunde. Und ich habe eine dieser Damen da gefragt, entschuldige bitte, der Herr Bernhard noch da. Eine Sekunde nach der Aufführung vorne rausgegangen. Ja, das war mein Erlebnis mit Bernhard, war ich sehr schockiert und tot, den ich eigentlich am Radio hier gehört habe, um 6 Uhr Nachmittag, so wie auch Karl als tot nach Nachmittag hier gehört habe am Radio. Diese Sachen werden, der war in Amerika sehr angesehen, seine Bücher hatten hier tollen Erfolg, ja, kritisch. Also ist nicht Theaterstücke sind übersetzt worden, aber die Novellen sind zum Teil übersetzt worden und hat in der Times wunderbare Kritiken. Hat mich sogar sehr erstaunt, weil das nicht jedermanns Geschmack ist. Ich habe viele Leute von Bernhard erzählt, aber nur wenige. Ich glaube, da gibt es nur entweder oder. Entweder man ist von Bernhard gefangen genommen oder nicht, abgestoßen. Ich glaube, da gibt es kein Mittelding. Ich finde ihn nicht so repetitiv, wie viele Leute sagen. Es ist doch immer irgendwas anderes drin. Der Grundgedanke ist immer anders. Aber es ist genauso wie bei Musik. Oder wie bei allem anderen. Wenn ich Musik höre, weiß ich, das ist Mozart. Er kann doch seine Sprache nicht ändern. Und das ist Wagner, und das ist Strauss, oder das ist Verdi, und das ist Johann Strauss. Nicht? Er kann doch sein Stil ist eben Bernhard, das ist eben sein Stil. Und ich fand seine Sachen sehr, sehr interessant. In der jetzigen Bühne, die ich gestern bekommen habe, oder vorgestern, ist ein Leitartikel, und da wundert sich Herr Gerhard Meyer, dass ein Schriftsteller, der Österreich so mit Hassliebe behandelt hat. Hassliebe, okay. Und immer eigentlich sehr umstritten war. Jetzt, ein Jahr nach seinem Tod, hat der Orff eine große Sendung gemacht, überall sind Nachrufe. Naja, also das ist ja auch wieder ein österreichisches Kennzeichen. Man muss tot sein und noch berühmt werden. Ja. Aber ich halte, schauen Sie da, ich glaube, das entstammt nicht meinem Kopf, ich glaube die Frankfurter Zeitung oder die Süddeutsche, er war im sprachlichen Ausdruck einer der best deutschschreibenden Autoren seiner Zeit, Herr Bernhard. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Ja, ich kenne nicht alles. Aber nein, ich war von seinen Sachen irgendwie unerhört beeindruckt. Ich habe Heldenplatz nicht gesehen. Heldenplatz ist vielleicht ein bisschen zu überspannt, aber vielleicht musste er, um das, was er sagen wollte, durchzudringen, sehr outriert sein. Und da jemand zurückkommen lassen, ich meine, ein Emigrant, der nach Wien wieder zurückkommt, das war irgendwie ein bisschen komisch. Das hätte falsch ausgelegt werden können, dass der dann schimpft, während ja der Bernhard gemeint ist, der schimpft, nicht der Autor. Das war ein bisschen komisch. Aber ich hatte auch immer das Gefühl gehabt, diese riesige Produktion, er war ja wie vom besessen mit dem Schreiben, dass er wusste, er hat nicht lange zu leben, er war ja krank. Und eine Freundin, die an der österreichischen Botschaft in Brüssel arbeitet, hat dann geschrieben, jetzt hast du recht gehabt, du hast gewusst, er lebt nicht lange. Die ist eine begeisterte Bernhard-Anhänger geworden durch mich.
Darf ich noch einmal so drauf, weil Sie gerade vorher von Emigration geredet haben und Volker. Was haben Sie, wie Sie nach dem Krieg das erste Mal wieder nach Wien kommen, also in eine Stadt, die eigentlich Ihre Heimatstadt ist, aus der Sie also Jahre vorher unter widrigsten Umständen flüchten mussten? Was können Sie sich noch erinnern, was Sie da für ein Gefühl gehabt haben? Erstens war großer Bahnhof. Die paar Bekannten, die ich noch gehabt habe, die dann noch gelebt haben, einer ist aus Shanghai zurückgekommen, ein sehr entfernter Verwandter, ein sehr treuer Freund, der Vierteljud, wie man das nennen darf, der mit einer katholischen Frau in Wien alles überlebt hat. Er war ein bundesangestellter Ingenieur. Und eine Freundin meiner Mutter, Schulfreundin meiner Mutter und ein Vetter, der auch aus Shanghai zurückgekommen ist. 4 oder 5 Personen waren am Bahnhof, darum sage ich in großem Maße. Schauen Sie, da war noch das Hotel auf der Wiener Hauptstraße, Goldenes Lamm, 15, das nicht mehr existiert, 11 was. Da habe ich ein Riesenzimmer gehabt. Und das war also das im Zeichen der Staatsoperneröffnung. Ich war bei dem Staatsakt und dann bei Fidelio. Abends. Das war unvorstellbar. Da waren Sie schon am Leben? Ja, 55. Nein, ich bin im 64er Jahrgang. Das war unvorstellbar, diese Kärntner Straßenkreuzung im Schnittlregen und so Schneeregen war voll mit Menschen. 50% mit den Auszügen offen und dann wurde übertragen, der Fidelio. Auf die Straße auch. Auf die Straße hinaus. Ja. Also Wien in dieser Fidelio-Öffnung, man musste Smoking da tragen, und da war der Herr Foster Dulles da und der Herr Schostakowitsch und da ist der Herr Picker weggegangen, die Lotte Lehmann. Also man war in sehr gehobener Stimmung. Alte Bekannte von mir sind aus England gekommen, die ich wieder getroffen habe. Sängerin de la Casa war da, die ich von New York aus kannte, die Schweizer Sopranistin. Die Vorstellung war aus um 10 Uhr. Und wo bin ich hingegangen? Die Kärntner Straße hinunter zum Graben 12 und wollte aufstehen. Das ist kein Witz. Ja. Das war Ihre Wohnadresse. Ja. Ich bin automatisch nach dieser Vorstellung nach Hause gegangen. Und dort habe ich erkannt, ich habe einen riesen Schlüssel, das ist der Hotel. Und dann bin ich ins Café Kremse gegangen, das nicht mehr existiert. Das war schräg vis-à-vis auf der Oper, wo die Swiss Air ist. Ein sehr nettes Kaffeehaus, und da kam der Oper und sieht mich natürlich im Smoking und Brillen habe ich auch gehört. Der Professor, weil der Staatsoper ist, also wie ein Doktor, Professor, Hofrat. Waren Sie in der Opernöffnung? Habe ich das hingeschrieben? Ich meine, ich musste hunderte Fragen beantworten. Ja, ob der Picker dort war, wie der Ding gesungen hat und wie der Böhm dirigiert hat und wie alles war. Ich habe mich gar nicht gefragt, wo ich komme. Unerhört. Und bis ich dann gesagt habe, ob ich erzähle Ihnen alles über die Aufführung, wer da war, jetzt geben Sie mir ein Butterbrot und einen Einspinner zum Trinken. Ja. Na, da war ich zu Hause. Ja. In Wien war ich da zu Hause. Wiedersehen mit dem Stadtbau und Volksgarten, wo ich als Kind im Sandhaufen gespielt habe. Also es war eigentlich ein sehr freudiges Wiedersehen. Keine gemischten Gefühle oder so. Ich habe keine gemischten Gefühle. Ich habe den Umbruch erlebt. Da war ein Gauner. Und ich verzeihe jedem, vom einfachsten Mensch bis zum Karrier, der mitgeschrien hat, weil er geglaubt hat, das geschieht ein Wunder. Der hat ja nichts sonst verbrochen. Ich weiß, was Sie meinen. Und eine zweite oder dritte Generation verantwortlich zu halten, ist doch strafbar überhaupt. Und es ihnen vorzuhalten. Ich meine, das sage ich nicht Ihnen, das ist meine Einstellung. Ja, ich sage nicht, ich meine, ich kann manchmal Verschiedenes nicht verstehen. Ich meine, der Fall Waldheim, wenn ich davon sprechen darf. Hier war eine österreichische Generalkonsulin, die, wir gekannt haben, vertrauten Leuten gesagt hat, und das ist alles, er hat schweigen müssen, er war im Geheimdienst von allen Mächten. Er konnte nicht reden. Er kann auch heute noch nicht über verschiedene Sachen reden. Warum hat Russland bis heute gegen Waldheim nicht Einspruch geholt? Also ich meine, er hat Verbindungen gehabt zu dem. Hier ist ein Buch erschienen von einem amerikanischen Professor,
der ja sogar mit Walter dann über alles gesprochen hat. Die Missing Years. Die Missing Years, wie übersetzen Sie das? Die fehlenden Jahre, nicht wahr? Und der deutet eben darauf hin, dass Walter über verschiedene Sachen nichts sagen kann. Da leben noch Leute. In Amerika soll sich selber drum haben, an den Kopf, wer hat den Kennedy umgebracht? Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht der hat er geheißen, und der ist auch erschossen, und der nächste, da ist doch etwas ganz, und dann der Robert Kennedy, das sind ganz andere, und da hat damals schon die Times geschrieben, das sind Geheimnisse, und die wird vielleicht erst in 2, 3 Generationen erfahren. Und so wird man von den Waldheim vielleicht erst in späterer Zeit erfahren, denn gewusst haben es doch alle. Es waren Akten hier gelegen, und da war sein ganzer Kriegsdienst und alles hatten wir gewusst, Akten da gewesen. Aber er hat ja niemanden umgebracht, persönlich. Er hat seine Karriere gemacht. Er ist verprügelt worden von den Nazis, am Anfang als Student, und hat dann aber gesehen, er ist sprachbegabt und er ist ein Streber. Okay, er ist ein Streber. Er wollte höchstens Job haben. Und nachdem das nun so gerade von einem Jewish World Congress, ein kleiner Club, der mit den großen Namen, das hat ja gar nicht diese keine weltweite Verbindung aufgebracht worden, das war der größte Fehler. Wenn sie Sozis in Wien allein aufgebracht hätten, hätte es genügt, vielleicht besser genügt. Nicht wahr? Das hat natürlich Ressentiment gemacht. Und für den österreichischen Wähler, vielleicht war der andere Mann, der nette Arzt da, nicht die Persönlichkeit. Der Mann war 10 Jahre Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ein Grund, dass Österreich stolz auf ihn sein konnte, auch wenn sie nichts gewusst haben. Aber dass trotzdem, nachdem es schon so viel Staub aufgewirbelt hatte, dass die Leute ihn dann trotzdem gewählt hat, natürlich ein bisschen verstimmt. Wir haben noch andere Faktoren, glaube ich, mit denen. Ja, heute ist, ich spreche mit jungen Österreichern, jeder kommt hierher und erzählt mir, wenn einer hier Amerikaner fragt, Europa aufgespießt wird, warum ist immer das verkauft es sich? Nebst den kulturellen Nachrichten. Ja. Und dann 1940, und ich habe dann eigentlich diese Tätigkeit sehr intensiviert. Ich schrieb für die Besatzungsblätter in Europa, in Wien, für die Weltpresse. Ich glaube, das war die von den Engländern herausgegebene Zeitung. Dann war auch eine von den Franzosen, eine von den Amerikanern. Überall waren Sachen drin von mir. Zum Beispiel einen großen, ganzseitigen Artikel über Gustav Mahler, Komponist zwischen 2 Welten. Das waren zum Beispiel Kritiken über Besprechungen über in Amerika erschienene Malerbiografien, die also für drüben, gerade in diesen Zeiten nach dem Krieg, wo man jetzt von Maler nicht spielen durfte, so viele Jahre, sehr interessant waren. Und dann kam dazu der Süddeutsche Rundfunk mit Musikberichten, die ich gelegentlich noch mache. Ich spreche hier Bänder ein und die werden drüben jetzt gelesen, nachdem ich das mit dem Auge habe und nicht selber. Jetzt type ich sie, also ich meine, kommen Sie mit Schreibmaschine rüber. Früher habe ich sie eingesprochen hier zu Hause und einfach weggeschickt. Hier und da machte ich auch für den Orff Sachen, zum Beispiel das erste Gastspiel der Wiener Staatsoper in Washington. Jemand hat 2 Opern beschrieben und ich habe die 2 anderen Opern zu beschreiben gehabt. Die Aufnahme in Washington im Kennedy Center. Und das wurde, war es der Figaro? Etwa so um 11 oder halb 12 Uhr Nacht aus, und Wien hat gesagt, ruft um 6 Uhr früh amerikanische Zeit an und du musst es fertig sein. Das heißt, ich war im Hotel, musste eine ziemlich lange Kritik mir niederschreiben, nicht? Und dann direkt ins Telefon gehen in der Früh. Und mit Kaffee ist es dann gegangen, dann habe ich geschlafen vormittag. Dr. Böhm war da noch nicht so nett, hat mich allen Leuten vorgestellt. Mein lieber, treuer New Yorker Freund. Er war bei uns, hat mich oft wiederholt. Sie wissen, ich habe bekommen das österreichische Goldene Verdienstkreuz und die Republik für kulturelle Sachen. Wann haben Sie das bekommen? Steht im Buch.
auf der letzten Seite, und zwar unter wer war Bundespräsident? Jonas. Jonas, also muss 70er Jahre. Ja, Jonas und dann von der deutschen Regierung auch. Auch von der deutschen Regierung haben Sie auch eins bekommen? Ja. Aha. Der deutschen Regierung habe ich deshalb eins bekommen, weil Leute wie Henze, Stockhausen, viele andere, Sänger auch, Schwarzkopf, Seefeld, fast alles, Dietrich Fischer-Dieskau, die habe ich alle hier vorgestellt, sagen wir im Aufbaupublikum, aber auch in der amerikanischen Musikzeitschrift, einige Sachen. Und ich war bei österreichischen und deutschen Festspielen im Sommer. Und da gab es in den 50er und 60er Jahren noch eine ausgezeichnete deutsche Rundfunkstation in New York. Sie hatte natürlich auch, wie man sagt, jetzt Commercials Ads. Ja. Aber ich konnte ein Tonband machen in Wien oder München. Über die Wiener Staatsoper, Wiedereröffnung, war ich 4 Wochen in Wien und habe 4 einstündige Tonbänder hier herübergeschickt. Also so Berichte über. Und die waren auch verbunden mit Gesprächen mit Künstlern. Und zwar Leute wie Christa Ludwig und Walter Perry, die damals noch verheiratet waren, bevor die überhaupt je in Amerika waren. Nicht? Also ein paar Leute haben sie gekannt, vielleicht durch Schallplatten schon, ich glaube den Namen, aber die waren noch nie da. Hilde Güden und was weiß ich, in deren Wohnung haben wir mal alle versammelt gehabt. Und da war eine große Roundtable-Interview mit mir. Manchmal sehr interessante Sachen. Und dadurch habe ich auch also für die deutsche, ich weiß nicht, wer das angeregt hat, intern, ich habe nichts dazu getan, weder zu dem österreichischen Orden noch zu den deutschen Orden. Ich sammle keine Orden. Aber es kam scheinbar Anerkennung für die kulturellen Bande, die man da geknüpft hat. Ich habe natürlich Herrn Stockhausen und Herrn Henze hier für deutsche Radiostationen in der Voice of America interviewt. Da stand uns zum Beispiel immer höchstens 10 Minuten zur Verfügung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Henze, wenn das interessiert. Ich sage, Henze, wir machen 10 Minuten darf das Ganze sein. Nicht? Also Fragen. Das war in der Voice of America. Nicht? Ich habe eine Frage gestellt, nach 10 Minuten hat der Mann das noch immer nicht beantwortet. Ich sage, fertig. Und das geht gar nicht. Weiter. Das ging nach 40 Minuten. Und dann haben wir endlich, habe ich gesagt, jetzt ist unsere Zeit doch um. Und dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Stuttgarter Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk oder der Westrundfunk, wer das war, soll das nicht nehmen, die wollen. Sagt er, wenn ich spreche, nehmen die das schon. Dann haben wir haben es auch genommen. Ja. Hat mir dann gefallen, weil die ja das weitaus größere Honorar mir geschickt haben. Nicht? Ja, aber das ganz geschickt gemacht. So, und diese Sachen, das waren für die Deutschen scheinbar auch irgendwie wichtiger, darüber zu schreiben. Gottfried von Einem habe ich hier vorgestellt. Eines Tages, da war glaube ich, mein Bub gerade geboren, der zweite, also müsste vor fast 32 Jahren, da war ich im österreichischen Konsulat in irgendeiner Angelegenheit und da haben wir gesagt, die haben also gewusst, dass ich Musik schreibe, über Musik schreibe. Ich bin ein junger Komponist, deswegen hier mit dem Havelock war da Gottfried von Einem. Ne? Haben Sie den Namen? Den Namen habe ich schon gehört. Und einer hat gesagt, ich bin hier vollkommen fremd. Also ich komme jetzt mal erst jetzt zu uns zum Mittagessen raus. Und dann war einer, hat das nie vergessen. 88 waren wir sehr elegant in der Singerstraße, im italienischen Restaurant, im Hotel Royal, zum Essen. Ja, mit ihm immer in Kontakt geblieben mit einem und seiner Frau Lotte Henkesch. Also ganz privat? Ja. Mein Vater stammt aus einer Familie, er war das 10., also ich meine nicht das Jüngste, aber es waren 10 Geschwister. Einer war so nach Amerika gegangen in jungen Jahren. Und meine Mutter, Wien geboren, alle natürlich, waren 5 Geschwister, also und die haben alle Kinder gehabt, also die Familie war ziemlich groß. Zum Glück ist fast allen die Emigration gelungen, sofern sie nicht wie mein Vater schon längst früher gestorben waren. Mein Onkel war Zahnarzt, der ist 28 gestorben, jetzt war mein Vater 31, ein anderer Onkel 33. Einige
sind schon Schwestern meines Vaters sind schon etwas früher aus wirtschaftlichen, aber auch vielleicht aus politischen Gründen nach London übersiedelt. Das gut war. Von meiner eine Tante ging mit ihrem, die Frau des ältesten Bruders, der auch gestorben ist, vor Hitler, ging nach Brüssel, und wie Brüssel überrannt worden ist, ist Sohn und Schwiegertochter von ihr zu Fuß über Frankreich geflüchtet und dann nach Amerika gekommen. Und sie ging in Brüssel eines Tages, sie wurde in Brüssel bei Bekannten gelassen, aber sie musste einkaufen gehen und wurde auf der Straße verhaftet und nach Polen deportiert. Die Eltern meiner Frau, habe ich geschrieben, haben noch gewusst, dass ich hier geheiratet habe, dass wir hier geheiratet hatten, 1941, und schrieben uns noch nicht. Und dann kam ein Brief, wir müssen uns morgen fertig machen, wir werden nach dem Osten umgesiedelt und geben euch unsere neue Adresse bekannt, so wie wir wissen, wo wir sind, nie mehr was gehört. Bekannte und Verwandte natürlich sind ein paar verschollen. Und dann die restlichen sind also nach Australien gegangen, nach England, wie gesagt. Ein Bruder meiner Mutter, Ingenieur, in der Zuckerfabrik Enzwa in Wien, ging mit seiner Frau nach Indien, hatte ein sehr gutes Job, kam dann zurück, leider ohne Frau, die dort plötzlich gestorben ist, nachdem schon alles zurück seid nach Monza und Wien, da wo sie sich ein Häusl und ein Ding gekauft haben, eine Wohnung. Er kam über London zurück nach Wien und starb dort. Also die natürlichen Todes dann gestorben sind, nicht? Weil hier ja auch die Generation meiner Onkel und Tanten ist ausgestorben. Cousins und Cousinen, ja. Es leben noch ein paar. Bekannte in Wien gibt es noch. Als ich 1955 zur Wiedereröffnung der Staatsoper dort war, waren zwei interessante Erlebnisse. Eines, dass ich an einem Sonntagmorgen ins Café Rebhung gegangen bin, wo ich meistens, war auch ein Journalistencafé in der Goldschmiedgasse. Ja, das haben Sie geschrieben. Ja, und der Ober kommt dort mit einem großen Tablett und er hat, na ja, gewusst, Herr Doktor, dass da sind, zurückkommen zur Öffnung der Straße. Und dann ging ich natürlich in die Papierhandlung Reiter, die letzten Male, wie ich drüber nicht mehr existiert, wo ich alle meine Schulutensilien gekauft habe, und der Spielgasse, das ist jetzt weg. Und die haben natürlich mich auch sehr, sehr umarmt und begrüßt. Also ich habe eine große, man bleibt Europäer, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ja. Ich muss sagen, zwei Sachen. Man kann das Leben ja nicht steuern. Mitsteuern, ja, vielleicht. Ich bin durch meine starke Kurzsichtigkeit ich musste hier mich dreimal stellen, nicht? Und wurde immer zurückgeschickt, weil ihr genug Auswahl an Menschen gehabt habt für Soldaten, nicht? Weil ich habe 10 Dioptrien, ich weiß nicht. Ja, sehr stark kurzsichtig gewesen. Das hat man sich natürlich damals gefreut, dass man nicht einwirken muss. Okay, wer geht gerne in den Krieg? Aber wenn ich das Glück gehabt hätte, wenigstens durch meine Deutschkenntnisse in Zivildienst genommen zu werden und ich in Wien gewesen wäre, in der sogenannten Stunde Null, wie es mein Freund Brabi war, Schulfreund, Universitätsfreund, und der Herr Heißermann, die waren alle drüben, in Uniform. Hätte ich vielleicht sofort Anschluss bekommen, natürlich, an der amerikanischen Tageszeitung. Weil ich ja die Leute gekannt habe, noch von früher, und die Verhältnisse gekannt habe. Das war es nicht. Ich bin erst also 50 zum ersten Mal nach Europa gekommen, 55 zum ersten Mal nach Österreich. Und da haben sehr viele Leute gefragt, ja, möchten Sie nicht wieder daherkommen? Und haben es auch gemeint. Ja. Da war also schon mal ein Kind da, der Amerikaner ist. Aber da gab es ja auch amerikanische Schule, das wäre ja auch kein Grund gewesen, nicht hinüberzugehen. Aber da war schon irgendwie alles gesättigt. Denn alle Leute, die ich gefragt habe, also was soll ich machen, wie schafft man das an? Die Antwort war, naja, es ist vielleicht schwer, sind Sie nicht lieber lieber drüben, es sind mehr Freiheit, nicht? Das war schon ein bisschen weg. So, man kommt als sehr gern gesehener Gast, und ich komme sehr gerne
hinüber. Ich fühle mich in Wien zu Hause, weil ich jeden Winkel noch kenne. Und Wien hat sich sehr schön, das Stadtbild und alles ist nicht amerikanisiert worden, so wie viele deutsche Städte, wissen Sie. Ich fühle mich da zu Hause und trotzdem ist es auch seltsam, dass man eben in Wien ist und in einem Hotel leben muss. Man ist zu Hause in der Fremde, wissen Sie. Und die Leute sind nicht da. Ich meine, die wären auch wahrscheinlich natürlich nicht da gewesen, Bekannte und Leute, die man gehabt hat, die wären ja auch tot und Zentralviertel oder wo, nicht? Aber man hätte also einen Stoß vielleicht von deren Nachkommen gehabt, nicht? Oder von meinen Schulkollegen. Die sind alle sehr nett und sind alle sehr nett. Ich habe noch ein paar alte Bekannte von meinen Eltern, deren Kinder noch leben, oder die kommen alle und begrüßen uns und beschreiben sehr ständig. Kontakte zu Europa sind da und ich musste mich also auch, um Deutsch zu schreiben, mit der deutschen Sprache au courant halten. Nicht? Ich habe alles gelesen, was ich aufgaben konnte. Und dann, wie ich mein Buch geschrieben habe, sind wir sehen draußen, alle Klassiker sind da und ich habe Schönherr und ich habe Grillplatz und ich habe Nestroy und Raimund und ich habe den kompletten Thomas Bernhard. In meinem Ding, nicht? Und ich habe jetzt Freunde in Deutschland, die wissen, dass ich so Bernhard sammle, was so nachher noch jetzt kommt, an Artikel und Interviews und Minetti und über Bernhard, das kriege ich alles. Ich habe Bernhard sehr, sehr gern gehabt. Ich habe Frost gelesen als erstes Buch von ihm und habe das in irgendeiner deutschen Zeitung hier besprochen. Ich habe ihm einmal geschrieben, wiewohl ich also gehört habe, dass er auf nichts reagiert, angeblich. Und da schrieb ich ihm nur, dass er wohl wissen wird von seinem Surkamp Verlag, dass ich im Aufbau, also ich habe alle Bücher von Bernhard im Aufbau besprochen, so in den letzten Jahren, bis zu dem Tod auch den Nachruf geschrieben. Aber ich will ihn nicht belästigen, ich habe gesagt, woher ich komme, was ich bin und was er mir bedeutet. Ich will nur eventuell zwei Fragen an ihn stellen. Es gibt einige Gedichte und Essaybände aus seiner Jugend, die ich nicht besitze, ob er mir sagen könnte, wo man die eventuell antiquarisch kauft und ob er je, ich bin auch kein Manager, habe ich geschrieben, ob er je mit dem Österreichischen Kulturinstitut hier spricht, vielleicht eine Lesung hier macht. Nicht? So, ich weiß, Sie antworten keine Briefe, sollen Sie eine Ausmacht machen. Ich würde mich sehr freuen. Nie eine Antwort gekommen, dann ging ich waren wir bei den Salzburger Festspielen 87, da ist Ritter Dene Voss uraufgeführt worden in Salzburg, wir waren bei der Premiere. Meine Frau war Vormittag bei einem Einführungsvortrag, ich habe das Buch schon früher gelesen, habe es auch mitgenommen, wollte ein Autogramm kriegen und das Buch signiert. Und meine Frau ist zu dem deutschen Professor gegangen, der aber das Stück referiert hat vorher und hat gesagt, wir kommen aus Amerika, mein Mann ist hier, vielleicht hätte sich das eben nicht tun sollen. Wie ist dann, wo ist der, möchte nur eine Signatur. Ja, der ist bestimmt vor der Aufführung im Café Zentral in Bern, in Salzburg. Es hat geregnet, natürlich wie immer damals. Wir kamen eine Stunde vor der Aufführung Zentral, Herr Ober, kennen Sie den Thomas Bernhard? Ja, natürlich. Er ist da, na, der ist noch nicht da, der wird schon kommen. Oder? Bis 5 Minuten vor der Aufführung war er nicht da. Im Theater haben wir nicht erspäht. Er soll angeblich in einer Loge hinten gesessen, ein Publikum nicht sichtbar, kam nicht auf die Bühne beim Verbeugen. Vorher hatte ich schon beim Bühnentür gefragt, wo der Herr Bernhard herauskommt. Wo soll er denn rauskommen? Hier natürlich. Ne? So sind wir dort gestanden mit ein paar Autogrammsammlern und die Schauspieler kamen endlich heraus nach einer halben Stunde. Und ich habe eine dieser Damen da gefragt, entschuldige bitte, ist der Herr Bernhard noch da? Eine Sekunde nach der Aufführung vorne rausgegangen. Ja, das war mein Erlebnis mit Bernhard, war ich sehr schockiert und tot, den ich eigentlich am Radio hier gehört habe um 6 Uhr Nachmittag, so wie auch Karl als tot nach Nachmittag hier gehört habe am Radio. Diese Sachen werden, der war in Amerika sehr angesehen, seine Bücher hatten hier tollen Erfolg, ja, kritisch. Also nicht Theaterstücke sind übersetzt worden, aber die Novellen sind zum Teil übersetzt worden und hat in der Times wunderbare Kritiken. Hat mich sogar sehr erstaunt, weil das nicht jedermanns Geschmack ist. Ich habe viele Leute von Bernhard erzählt, aber nur wenige. Ich glaube, da gibt es nur entweder oder. Entweder man ist von Bernhard gefangen genommen oder nicht, abgestoßen. Ich glaube, da gibt es kein Mittelding. Ja.
Ich finde ihn nicht so repetitiv, wie viele Leute sagen. Es ist doch immer irgendwas anderes drin. Der Grundgedanke ist immer anders. Aber es ist genauso wie bei Musik oder wie bei allem anderen. Wenn ich Musik höre, weiß ich, das ist Mozart. Er kann doch seine Sprache nicht ändern. Und das ist Wagner und das ist Strauss oder das ist Verdi und das ist Johann Strauss. Nicht? Er kann doch sein Stil ist eben Bernhard, das ist eben sein Stil. Und ich fand seine Sache sehr, sehr interessant. In der jetzigen Bühne, die ich gestern bekommen habe oder vorgestern, ist ein Leitartikel und da wundert sich Herr Gerhard Meyer, der ist ein Schriftsteller, der Österreich so mit Hassliebe behandelt hat. Hassliebe, okay. Und immer eigentlich sehr umstritten war. Jetzt, ein Jahr nach seinem Tod, hat der Orff eine große Sendung gemacht, überall sind Nachrufe. Naja, also das ist ja auch wieder ein österreichisches Kennzeichen. Man muss tot sein und noch berühmt werden. Ja. Aber ich halte eine Chance da. Ich glaube, das entstammt nicht meinem Kopf, ich glaube die Frankfurter Zeitung oder die Süddeutsche, er war im sprachlichen Ausdruck einer der best deutschschreibenden Autoren seiner Zeit, der Bernhard. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Ja, ich kenne nicht alles. Aber nein, ich war von seinen Sachen irgendwie unerhört beeindruckt. Ich habe Heldenplatz nicht gesehen. Heldenplatz ist vielleicht ein bisschen zu überspannt, aber vielleicht musste er, um das, was er sagen wollte, durchzudringen, sehr outriert sein. Und da jemand zurückkommen lassen, ich meine, ein Emigrant, der nach Wien wieder zurückkommt, das war irgendwie ein bisschen komisch. Das hätte falsch ausgelegt werden können, dass der dann schimpft, während ja der Bernhard gemeint ist, der schimpft, nicht der Autor. Das war ein bisschen komisch. Aber ich hatte auch immer das Gefühl gehabt, diese riesige Produktion, er war ja wie vom Besessen mit dem Schreiben, dass er wusste, er hat nicht lange zu leben, er war ja krank. Und eine Freundin, die in der österreichischen Botschaft in Brüssel arbeitet, hat dann geschrieben, jetzt hast du recht gehabt, du hast gewusst, er lebt nicht lange. Die ist eine begeisterte Bernhard-Anhänger geworden durch mich. Darf ich noch einmal so drauf, weil Sie gerade vorher von Emigration geredet haben und Volker. Was sind Sie, wie Sie nach dem Krieg das erste Mal wieder nach Wien kommen, also in eine Stadt, die eigentlich Ihre Heimatstadt ist, aus der Sie also Jahre vorher unter widrigsten Umständen flüchten mussten? Was können Sie sich noch erinnern, was Sie da für ein Gefühl gehabt haben? Erstens war großer Bahnhof. Die paar Bekannten, die ich noch gehabt habe, die dann noch gelebt haben, einer ist aus Shanghai zurückgekommen, ein sehr entfernter Verwandter, ein sehr treuer Freund, der Vierteljud, wenn man das nennen darf, der mit einer katholischen Frau in Wien alles überlebt hat. Er war ein bundesangestellter Ingenieur und eine Freundin meiner Mutter, Schulfreundin meiner Mutter und ein Vetter, der auch aus Shanghai zurückgekommen ist. 4 oder 5 Personen waren am Bahnhof, darum sage ich groß Bahnhof. Schauen Sie, da war noch das Hotel auf der Wiener Hauptstraße, Goldenes Lamm, 15, das nicht mehr existiert, 11 was. Da habe ich ein Riesenzimmer gehabt. Und das war also das im Zeichen der Staatsoperneröffnung. Ich war bei dem Staatsakt und dann bei Fidelio. Abends. Das war unvorstellbar. Da waren Sie schon am Leben? Ja, 55. Nein, ich bin im 64er Jahrgang. Das war unvorstellbar, diese Kärntnerstraßenkreuzung im Schnürlregen und so Schneeregen war voll mit Menschen. 50% mit den Auszügen offen und dann wurde übertragen, der Fidelio. Auf die Straße auch. Auf die Straße hinaus. Ja. Also in Wien, in dieser Fidelio-Öffnung, man musste Smoking da tragen, und da war der Herr Foster Dulles da, und der Herr Schostakowitsch, und da ist der Herr Pickerweger und die Lotte Lehmann. Also man war in sehr gehobener Stimmung. Alte Bekannte von mir sind aus England gekommen, die ich wieder getroffen habe. Sängerin de la Casa war da, die ich von New York aus kannte, die Schweizer Sopranistin. Die Vorstellung war aus um 10 Uhr. Und wo bin ich hingegangen? Die Kärntnerstraße hinunter zum Graben 12 und wollte aufstehen. Das ist kein Witz. Ja.
Das war Ihre Wohnadresse. Ja. Ich bin automatisch nach dieser Forschung nach Hause gegangen. Und dort habe ich erkannt, ich habe einen riesen Schlüssel, das ist der Hotel. Und dann bin ich ins Café Kremse gegangen, das nicht mehr existiert. Das war schräg vis-à-vis auf der Oper, wo die Swiss Air ist. Ein sehr nettes Kaffeehaus, und da kam der Oper und sieht mich natürlich im Smoking, und Breden habe ich auch gehört. Herr Professor der Staatsoper, das ist so wie ein Doktor, Professor, Hofrat. Waren Sie in der Opernöffnung? Habe ich das hingeschrieben? Ich meine, ich musste hunderte Fragen beantworten. Ja, ob der Pickerwer dort war, wie der Ding gesungen hat und wie der Böhm dirigiert hat und wie alles war. Ich habe mich gar nicht gefragt, wo ich komme. Unerhört. Und bis ich dann gesagt habe, ob ich erzähle Ihnen alles über die Aufführung, wer da war, jetzt geben Sie mir ein Butterbrot und einen Einspinner zum Trinken. Ja. Na, da war ich zu Hause. Ja, in Wien war ich da zu Hause. Wiedersehen mit dem Stadtbau und Volksgarten, wo ich als Kind im Sandhaufen gespielt habe. Also es war eigentlich ein sehr freudiges Wiedersehen. Keine gemischten Gefühle oder so. Ich habe keine gemischten Gefühle. Ich habe den Umbruch erlebt. Da war ein Gauner. Und ich verzeihe jedem, vom einfachsten Mensch bis zum Karrier, der mitgeschrien hat, weil er geglaubt hat, das geschieht ein Wunder. Der hat ja nichts sonst verbrochen. Ich weiß, was Sie meinen. Und eine zweite oder dritte Generation verantwortlich zu halten, ist doch strafbar überhaupt. Und das ihnen vorzuhalten. Ich meine, das sage ich nicht Ihnen, das ist meine Einstellung. Ich sage nicht, ich meine, ich kann manchmal Verschiedenes nicht verstehen. Ich meine, der Fall Waldheim, wenn ich davon sprechen darf. Hier war eine österreichische Generalkonsulin, die, wie wir gekannt haben, vertrauten Leuten gesagt hat, und das ist alles, er hat schweigen müssen, er war im Geheimdienst von allen Mächten. Er konnte nicht reden. Er kann auch heute noch nicht über verschiedene Sachen reden. Warum hat Russland bis heute gegen Waldheim nicht Einspruch gehoben? Also ich meine, er hat Verbindungen gehabt. Oder? Hier ist ein Buch erschienen von einem amerikanischen Professor, der ja sogar mit Waldheim dann über alles gesprochen hat. Die Missing Years. Die Missing Years, wie übersetzen Sie das? Die fehlenden Jahre, nicht wahr? Und der deutet eben darauf hin, dass Waldheim über verschiedene Sachen nichts sagen kann. Da leben noch Leute. In Amerika soll sich selber drum haben, an den Kopf, weil wer hat den Kennedy umgebracht? Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht der hat er geheißen, und der ist auch erschossen, und dann denkst du, das ist doch etwas ganz, und dann der Robert Kennedy, das sind ganz andere, und da hat einmal schon die Times geschrieben, das sind Geheimnisse, und die wird vielleicht erst in 2, 3 Generationen erfahren. Und so wird man von den Waldheim vielleicht erst in späterer Zeit erfahren, denn gewusst haben es doch alle. Es waren Akten hier gelegen, und da war sein ganzer Kriegsdienst und alles hatten wir gewusst, Akten da gewesen. Aber er hat ja niemanden umgebracht, persönlich. Er hat seine Karriere gemacht. Er ist verprügelt worden von den Nazis, am Anfang als Student, und hat dann aber gesehen, er ist sprachbegabt und er ist ein Streber. Okay, er ist ein Streber. Er wollte höchstens Job haben. Und nachdem das nun so gerade von einem Jewish World Congress, ein kleiner Club, der mit den großen Namen, das hat ja gar nicht keine weltweite Verbindung, aufgebracht worden, das war der größte Fehler. Wenn sie Sozis in Wien allein aufgebracht hätten, hätte es genügt, vielleicht besser genügt. Nicht wahr? Das hat natürlich Ressentiment gemacht. Und für den österreichischen Wähler, vielleicht war der andere Mann, der nette Arzt da, nicht die Persönlichkeit. Der Mann war 10 Jahre Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ein Grund, dass Österreich stolz auf ihn sein konnte, auch wenn sie nichts gewusst haben. Aber dass trotzdem, nachdem es schon so viel Staub aufgewirbelt hatte, dass die Leute ihn dann trotzdem gewählt hat, natürlich ein bisschen verstimmt. Wir haben noch andere Faktoren, glaube ich, mit denen. Ja, heute ist, ich spreche mit jungen Österreichern, jeder kommt hierher und erzählt mir, wenn einer hier Amerikaner fragt, wo kommst du, Österreichs? Was ist denn mit dem Waldheim? Ich meine, das wird jetzt allen Leuten vorenthalten. Es ist ja sehr unangenehm für ein Land vom Rang Österreichs, einen Bundespräsidenten dazu zu haben, der war noch nicht in der Schweiz, der war noch nicht in Deutschland, da weniger darf er nicht,
und fährt herum nach den kleinsten Ländern und höchstens zum Vatikan, wo ein Personenkrater ist. Er schadet dem Lande mehr. Ich meine, er gereicht dem Lande nicht, und ich weiß nicht, wie ich seine Frau, den Waldheim, kennen, würde noch einmal nominieren. Ich weiß ja nicht, wer da ist, angeblich Herr Portisch oder angeblich Herr... Das weiß noch niemand, da wird so viel diskutiert, wissen Sie, da wird mal das kolportiert, ja, mal das. Ist denn heute Waldheim in Österreich noch immer im Gespräch, oder wissen die Leute das eigentlich nicht? Ich würde sagen, also er hält sich sehr im Hintergrund, man hört also wenig von ihm. Vielleicht bewusst, also, dass er sich im Hintergrund hält. Schon, aber ist das doch traurig, finde ich. Ja, sicher, vor allem, weil er kann also irgendwie ja doch. Wird er nach Budapest oder Prag jetzt eingeladen? Doch auch nicht wahrscheinlich. Kaum, ja. Also das kommt die Nachbarländer laden ihn nicht ein, das ist doch schrecklich. Nein, es gibt das einen... Die Gefangenen der Hofburg sitzt da, ich meine, ich verstehe das nicht. Nein, es gibt so einen schönen Cartoon, hat es mal gegeben in Wien, und das trifft es irgendwo auf den Punkt, wo man das Waldheim mit einem Koffer sieht, und früher hat man doch immer diese Labels auf dem Koffer gehabt, ja. Und er hat halt einen Koffer und hat drauf Teppichland, Erdbeerland, Fliesen City, also lauter so Firmennamen halt und so weiter, also wo er schon halt überall war, aber ich meine, das trifft die Situation. Ja, mir tut es leid um Österreichs Willen, und mir tut es leid um die jungen Österreicher. Um eine Generation, die für den Waldheim auch nichts dafür kann, so wie sie wenig für den Hitler dafür kann, dass das Land einen Namen hat. Das größte antisemitische Land, weil der Waldheim Nazi war. Ne? Erstens erkläre ich ja, er musste ja sein. Erkläre es ja auch österreichischen Juden. Was hätten denn wir gemacht, wenn wir keine Juden gewesen wären? Wir einreden wir müssen, wir hätten uns ja nicht gefragt, nicht? Wie jeder andere hätten wir einrücken müssen. Die Gemüsefrau, die meiner Mutter gesagt hat, ihr seid ja, ihr könnt ja Gott danken, dass ihr raus könnt, unser Buch mit eindrücken. Das ist Stalin gerade gefallen, ne? Der Hochvogel. Ich meine, das hätte jedem von uns passieren können, mit der Hitler. Da waren Juden ja in Wien, habe ich das im Buch, glaube ich, nicht geschrieben, da waren Juden in Wien, die ich gekannt habe, 38, März, die gesagt haben, was hat er gegen uns und warum dürfen wir nicht mit Juden? Hat es auch gegeben. Die konnten das nicht verstehen, denn die sagen, wir sind Österreicher, wir sind hier geboren, die Eltern sind hier geboren, warum dürfen wir nicht mitjubeln? Und in Parallele, der Dirigent Otto Kemperer war in Berlin, der Krolloper war ziemlich links, Hitler kam, noch lange vor Österreich, nicht? Und seinen Sohn, der jetzt in New York lebt, Walter Kemperer, den englischen Kemperer überführt, sind die Briefe. Du musst sofort zurückkommen, hier geschehen die größten Wunder, ereignen sich. Und hat dem Generalintendant Kitting geschrieben, ich schlage vor, eine jüdische Spalte, eine jüdische Abteilung der Nationalsozialistischen Partei zu machen, zur Glorie Deutschlands. Die Leute haben das einfach nicht, natürlich, kannst du ihm zeigen. Dann erst ist Herr Kemperer fluchtartig weg aus Berlin, wir gehört hat, ein Cousin von ihm ist verschwunden. Da hat er es mit Angst bekommen, ist in die Schweiz gegangen. Aber am Anfang haben die Leute das nicht geglaubt. Wenn Sie sagen, wie war der Eindruck 1938? In Wien geborene, also bodenständige Juden, oder haben gemeint, nach uns wird ja nichts geschehen, wir können doch daher. Nicht wahr? Und was soll also der sogenannte Arier sich gedacht haben? Also der rasselt da mit dem Säbel, da haben die Leute was gewusst, was dann in Konzentrationslagern von Gasvergasungen vor sich gehen wird. Das ist natürlich furchtbar alles. Diese Leute, die das gemacht haben, waren vielleicht mitschuldig, aber Herr Waldheim hat das nicht gemacht und Herr Karian hat das nicht gemacht. Also Herr Böhm hat gesagt, naja, wir haben uns geschämt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, kann ich mir nicht prüfen. Ich habe mich geschämt, ich musste bei einer Demonstration mit der Plätschen, hat er gesagt, mit dem Hacker als um die Oper gehen. Er musste ja gehen, natürlich. An dem ersten Sonntag, wo der Hitler in Wien besucht hat, war ein endloser, stundenlanger Umzug um die Ringstraße. Nicht? Alle Fabriksbelegschaften. Jeder einzelne mit dem Hakenkreuz. Und das waren doch alles Sozialdemokraten vorgestern, die halben davon mindestens. Aber die mussten gehen. Und wenn einer nicht gegangen ist, hätte ihm der doch angezeigt. Nicht? Die Leute haben Angst gehabt. Und
Und den Amerikanern eben sage ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was eine Hitlerliteratur bedeutet hat. Das war alles wohl und bestens organisiert, bis ins Kleinste. Ja, es muss ja doch, ich rede mir da wahrscheinlich leichter, ich kenne es aus Büchern, aus Erzählungen, aber ich habe es nie selbst miterlebt. Aber ich frage mich immer, es muss ja doch ein größerer Teil von Leuten da jetzt aktiv dabei sein, weil mit ein paar, auch wenn es eine noch so gut organisierte Organisation war, mit ein paar Leuten könnte sich meiner Meinung nach sein Regime ja nicht so lange gehalten haben. Es hat sich sehr aufgebaut, langsam in Deutschland, weil er gezeigt, was er kann. Dann ist in die Heimat Österreich zurückgegangen. Das ist ein Snowball-System, wie ein Schneeball, Domino-System, wie man das nennt hier. Und es ist auch diese Massenpsychose, die Hermann Broch ja auch beschrieben hat, sehr genau. Etwas Dämonisches war an ihm, in seinem Blick, in seinem Reden, in seiner Haltung da über die Ringstraße zu fahren. Der Mann war nie verheiratet, der Eindruck auf die Weiber. Sie können sich vorstellen, was die Hausgehilfen aufgeführt haben mit den deutschen Soldaten. Die konnten ja weggehen jeden Abend, oder? Gerade war sehr busy überall. Ich meine, das ist alles menschlich. Da ist ein neues Millennium versprochen worden und angefangen, das 1000-jährige Reich. Ich habe jetzt gar nicht an die Verbindung gedacht. Ne? Und die Leute glauben das. Da braucht nur ein Sprecher kommen, ein Versprecher. Ein Versprecher, der verspricht das Blaue vom Himmel und wir werden, und das ist gegangen, und der Herr Goebbels und der Herr Göring, das ist alles unglaublich. Die Amerikaner mich hier gefragt haben und ich erzählt habe, und ist also gekommen, hat mich abgeholt, ja, why did you go? Sag ich, was soll ich machen sollen? Why did you shoot? Warum hast du nicht erschossen, wenn der Nazi kommt? Ne? Aber ich gesagt, erstens haben wir nicht der Wiener, ein normaler Wiener hat Gewehre und Revolver zu Hause gehabt, und dann, was hätte schon, wir leben noch nicht im Wilden Westen dort gelebt, nicht? Zumindest einer hat geschossen in Paris, nicht? Und darauf hat der Pogrom und die Kristallnacht, nicht? Der hat den Herrn von Rath umgebracht. Also, Grinschmann hat er geheißen, der Mord, das war auch ein Wahnsinn. Der Westen und die Mächte haben zu wenig geholfen, den späteren Opfern. Hitler hat erklärt in Wien, oder in der Zeit, er stellt Luxusschiffe zur Verfügung. Nicht allen Luxusschiffen, um 10 Mark, und sie haben noch irgendwas anderes versprochen. Wenn Amerika oder Kanada Aufnahme gibt, oder irgendein anderes Land, aber wer hat Aufnahme gegeben? Kennen Sie die Bücher von Weimann und dem Pastor von den Protestantischen? Zeigstand ab. Der Lebros wird mit dem ganzen Senat und Kongress enorme Schuld, alles nachgewiesen. Welche Appelle waren von deutschen Seiten, sagen wir deutsch-jüdischen Seiten, schweizerischen Seiten, Red Cross und alles Mögliche, die gesehen haben, was kommt, aber nichts. Er konnte nicht durchdringen. Hier war auch eine Arbeitslosewelle, er konnte nicht durchdringen. Aber das war auch genauso eine Mitschuld. Und viele haben genauso mit einem großen, wirtschaftlich erwachenden Deutschland, erstarkenden Deutschland wieder Business gemacht, nicht wahr? Dass sowas vorkommt, ich glaube nicht, dass es sich wiederholen wird. Ich habe heute von der Wiedervereinigung von Europa, von Deutschland, ist kein Grund momentan, dass sowas kommt wie Hitler. Erstens sind die Leute gesättigt, ich meine wirtschaftlich gesättigt, Wohlstand, glaube nicht. Je länger das dauert, desto eventuell gereizter werden sie, aber ich glaube nicht. Man hat gelernt, sich zu verhalten. Meiner Meinung nach, sind wir fertig mit dem? Nein, bisschen noch. Wenn die polnische Grenze, man hier redet, ich bin mehr besorgt um die österreichische Grenze. Wieso glauben Sie, dass noch einmal so was passieren könnte, dass man... Nein, nicht ein Hitlerismus. Aber einfach, dass man sagt, okay, Österreich ist... Moment, höre ich nicht sehr viel, oder stimmt das nicht, dass Leute, die, wie Sie auch nichts sagen, wie Sie heute gesagt haben, es gibt Österreicher, die nach Ungarn fahren, Salami und Butterbillig kaufen.
Alles, was in Salzburg und Tirol lebt, fährt nach Deutschland oder die Schweiz einkaufen. Schweiz weniger, weil die ist noch da, aber noch so da. nach München oder so, fahren wir so sehr so gerne. geht es den Leuten, von was leben die? Ich meine, ist ja wirtschaftlich wieder. Wenn nicht eine Vereinigung kommt mit Ungarn und Prag, oder es muss kein Habsburger sein, aber eine Donau-Föderation, alle diese Staaten, die jetzt wieder selbstständig geworden sind, die sollen ihre Streitigkeiten aufgeben. Es müssen nicht die Slowenen gegen die Serben kämpfen und die Kroaten gegen die, was weiß ich. Dann könnten sie, aber auf einmal, wenn das nicht kommt, wenn die alle wieder selbstständig sein können, die können nicht leben. Österreich kann auch nicht von fremdverkehrter Musik allein leben. Die Schweiz kann ja leben, weil sie Geld verwaltet. Dort haben alle reichen Leute Geld und man hat vielleicht mehr Industrie als Österreich, Käse oder Seiden oder Huren und was weiß ich.